Moin, Ladies and Gentlemen, ich darf euch heute wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir werfen einen Blick auf den oder das neue K98 aus dem Hause S&T. Wir haben hier einen wunderschönen Karabiner, das Ganze mit Echtholzschaftung, gut nachgebildet, im Inneren teilweise VSR-kompatibel und schießt auf 50 Meter mit 1,6 Joule, schon recht anständig. Ebenfalls fürs Video direkt gleich ein bisschen Zubehör dazu bekommen. Ihr seht oben einmal dieses Zielvier oben drauf und die Montage habe ich ebenfalls direkt fürs Video dazu bekommen. Also einmal so ein kleines Komplettpaket. Sprechen wir natürlich alles wieder im Detail durch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, dann legen wir auch heute wieder los mit dem Lieferumfang. Da sind wir letztendlich schnell durch. Beim K98 enthalten eine ganz kurze Gebrauchsanweisung von S&T. Alles Relevante erklärt, Magazin befüllen, Magazin einlegen, Sicherung repetieren, Visierung einstellen, Hop-Up einstellen. Also alles, was man wissen muss, ist kurz drin erklärt mit Bildchen. Und auch auf der letzten Seite haben wir ebenfalls wieder so eine kleine Explosionszeichnung. Also auch für Einsteiger, sage ich mal in Ordnung. Kurz drüber blättern, gut. Ist aber letztendlich alles selbsterklärend. Gut, dann ebenfalls im Karton enthalten ist ein 25 Schuss Magazin, das ist eins dabei und dann letztendlich nur noch euer Karabiner oder euer K98. So, wie gerade schon angesprochen, hier ist ein bisschen Zubehör dran montiert, bedeutet das Zielfernrohr und die Montage sind standardmäßig nicht enthalten. Gut, lasst uns die Dinger ganz kurz durchsprechen, das Zubehör. Ihr seht hier einmal, hier liegt eine Pick Rail, eine 21 mm, die ist bei der Montage noch mit dabei. Bedeutet, ihr könntet anstatt des Zielfernrohr oder anstatt den Montageringen, könntet ihr ebenfalls die Pick Rail oben drauf packen. Warum? Keine Ahnung, verstehe ich jetzt nicht ganz. Auf jeden Fall hat sie 90 mm. Und wenn ihr die nutzt, sitzt natürlich die Pick Rail komplett im Offset. Bedeutet circa 15 mm aus der Mitte von der Waffe raus. Also versetzt. Denn letztendlich bei der Montage gehen die Ringe im Offset rüberwärts im 45 Grad Winkel, damit das Ganze wieder mittig ist. Also dementsprechend, warum man die Montage unbedingt oder die Pick Rail unbedingt braucht, weiß ich jetzt nicht. Gut, Montage ist auch gut nachgebildet, muss man sagen, lässt sich seitlich ganz normal festschrauben über 3 Schrauben. Qualität ist in Ordnung und auch die ganzen Lever zum Schnellarretieren sind vorhanden. Zum Einstellen ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, das sprechen wir aber später einmal im Detail durch. Gut, dann seht ihr ebenfalls das Zielfernrohr hier oben drauf montiert. Das ist ebenfalls ein Zubehörteil, also natürlich nicht im Lieferumfang enthalten und kostet stolze 109 €. Das ist, wenn man später mal den Preis von der Waffe mitbekommt, ist es schon ein bisschen teuer. Also Zielfernrohr 109 € und die Montage liegt, glaube ich, bei 70 € oder sowas. Wenn man die Waffe sich anschaut, die liegt bei 289 € und entsprechend kostet das Zubehör, kostet fast 2/3 so viel wie die gesamte Waffe an sich. Also, wie gesagt, ein bisschen teuer das Zubehör. Gut, das Zielfernrohr, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Licht rüberkommt. Wir haben hier oben auch ein bisschen eingraviert, einmal Jena, Zielvier, also das ist schon mal in Ordnung. Carl Zeiss steht natürlich nicht drauf. Und es wirkt aber auch ein bisschen zu modern, muss ich sagen. Wenn man jetzt mal das ganze Gehäuse von den Materialien anschaut und dann das Zielfernrohr dazu, das wirkt einfach ein bisschen zu modern, finde ich. Das hätte ruhig ein bisschen abgeranzter aussehen dürfen. Gerade auch oben der Turm zum Einstellen von der Höhe komplett sauber gerändelt, richtig schön fein eingelasert, die einzelnen Zahlen. Das wirkt einfach zu modern. Also das hätten sie ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen schöner nachbilden können. Einfach ein bisschen abgeranzter von mir aus. Hätte ein bisschen besser gepasst. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wir schauen es uns später noch mal im Detail an, aber es wirkt einfach zu modern von der Qualität her. Passt nicht ganz so gut zur Waffe. Von der Qualität an sich ist es in Ordnung, das Absehen ist schön scharf, also nicht irgendwie stark verschwommen vom Rand her oder sowas. Und wir haben hier eine fixe Vierfachvergrößerung. Aber wie gesagt, 109 € für das Zielfernrohr, wenn man es mal mit anderen vergleicht, ist schon etwas hochpreisig. Gut, dann können wir gleich mit den technischen Daten weitermachen. K98, Länge 1090 mm. Wir haben hier einen VSR-Lauf drin verbaut, aus Messing, das Ganze mit Brücke. Länge sind 480 mm mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm und entsprechend auch das Bucking VSR kompatibel. Gut, dann haben wir einmal die Rail, habe ich gerade schon angesprochen, 90 mm, wenn ihr sie unbedingt irgendwie montieren wollt.
Dann haben wir noch das Gewicht. Die SK98 wiegt 3300 Gramm ohne Zubehör. Und wenn ihr jetzt die Montage wie auch das Zielfernrohr ebenfalls noch drauf montiert, kommen nochmal 650 Gramm dazu. Bedeutet, so wie es jetzt auf dem Tisch steht, knapp 4 Kilogramm Komplettgewicht. Okay, wie gesagt, war für 289 Euro, wird bei S&T in China produziert und von Begadi nach Deutschland importiert. Die Energie habe ich bekommen, wird mit 1,6 Joule angegeben. Ich habe sie natürlich für euch wieder nachgekront mit 0,2 und ebenfalls mit 0,3 Gramm. Gut Leute, haken wir Krone und Schusstest ab. Wie gesagt, Schusstest war für eine Knifte von S&T out of the box vollkommen in Ordnung. Haben wir schon deutlich schlechter gesehen, muss man sagen. Hop-Up-System schauen wir uns natürlich später einmal im Detail an. Gut, kommen wir zu den allgemeinen Informationen. Ich drehe sie euch erstmal wieder ein kleines bisschen ins Licht rein, dass ihr vielleicht ein bisschen von der Farbgebung her vom Schaft ein bisschen was sehen könnt, wie es so wirkt. Wie gesagt, ich finde es wirklich toll nachgebildet, das Ganze. Und dann sprechen wir das Ding einfach mal ganz kurz schnell durch. Zunächst mal, Schaft ist sehr gut. Was genau das für ein Holz ist, keine Ahnung, ich bin kein Schreiner, weiß ich nicht, kann ich euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr robustes Holz und auch voll. Also nicht irgendwie, dass hinten der Schaft irgendwie hohl ist oder sowas, sondern das ist komplett einmal komplett Vollmaterial vom Holz her. Entsprechend halt auch 4 Kilo mit Zielfernrohr ist schon ein gutes Gewicht, muss man sagen. Gesamtes Verschlussgehäuse hier oben drin oder gesamtes System im oberen Bereich ist eigentlich zum größten Teil oder fast komplett einmal aus Zinkguss gefertigt. Das Ganze aber, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, das sieht aber vom Material her echt toll aus. Das passt einfach perfekt. Es sieht nicht so neu aus. Es wirkt, als er schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Gerade wenn man sich den Unterschied anschaut vom Material oder von der Beschichtung, von dem Zielfernrohr, wie gerade schon angesprochen, im Vergleich zu den restlichen Materialien vom Gehäuse, da sieht man einfach einen krassen Unterschied. Wie gesagt, das sieht schon ein bisschen älter aus, einfach vom Material her. Und das Zielfernrohr, das sieht einfach mega modern aus. Krass glänzende Eloxalschicht drüber passt nicht ganz so gut. Gut, also einmal hier komplett Holzschaft, Vollmaterial, schön robust, schön solide das Ganze. Auch wenn ihr da irgendwie rummacht, kein Knarzen drin. Auch ihr könnt es auch mal so herlegen, mal ein bisschen klopfen, ein bisschen prügeln oder sowas. Das ist also schon ein ordentlicher Schaft und schön massiv gefertigt, sage ich mal. Und nicht irgendwie so
ja, so ein lappriges, dünnes Holz, was irgendwie Spreißel bekommt oder bricht oder so. Nix. Dementsprechend Schaftung ist wirklich sehr, sehr gut. Auch das gesamte Rohr sitzt hervorragend drin. Das wird auch im Vergleich zu VSR-Modellen, wird das ganze System in dieser Schaftung sehr, sehr gut gehalten. Also nicht einfach nur über ein paar Schräubchen oder so, sondern es sitzt über sehr, sehr viele Punkte, sitzt hier alles in diesem, oder ist hier alles in diesem Schaft einmal integriert. Also da könnt ihr nichts irgendwie wackeln, verbiegen oder sonstiges, sondern es sitzt alles einfach tipptopp drin in dem Schaft. Da vorne haben wir dann ein kleines bisschen Stahl einmal am Korn drauf. Und hier vorne müsst ihr ein bisschen aufpassen, ist mir aufgefallen, ist auch aus Zink gefertigt. Hier am besten nicht belasten. Also hier, wenn ihr mal herschaut, da, wenn der nicht aufpasst, es verbiegt zunächst mal und könnte bei zu viel Biegen vielleicht sogar brechen. Also wie gesagt, das hätte man vielleicht ein bisschen aus Stahl fertigen können hier vorne drin. Warum man da Zink nimmt, oder ja, das müsste Zink sein. Auf jeden Fall sehr, sehr weich. Wie gesagt, da wäre vielleicht Stahl ein bisschen schöner gewesen. Aber gut, es ist S&T, da sucht man meistens Stahl vergebens. Gut, dann Aufnahmetrageriemen, ganz klar, einmal hier vorne an der Schaftung dran und könnt ihr auch selbstverständlich umdrehen. Bedeutet, wenn ihr jetzt den Trageriemen vom Schützen aus rechts haben wollt, ganz normal abziehen, zeige ich euch später bei der Demontage, dann dreht das Ganze um und habt ihr halt die Aufnahme einmal vom Schützen aus auf der rechten Seite. Jetzt ist sie eben einmal vom Schützen aus auf der linken Seite dran montiert. Ich glaube, standardmäßig war es sogar rechts. Ich habe es jetzt umgedreht, einmal auf links das Ganze. Gut, so, dann haben wir ebenfalls eine Kimme hinten, ganz normal wie beim Original, in der Höhe einstellbar. Kennt ihr ähnlich wie bei einer AK zum Beispiel. Könnt ihr hier zusammendrücken und dann das Ganze in insgesamt, ich glaube, 18 oder 20 Positionen in der Höhe einstellen. Und ich muss auch sagen, selbst ohne Ziel von Rohr, sondern nur mit Kimme Korn, lässt sich das Ding sogar auf 40, 50 Meter echt sehr gut schießen. Also man kann auch mit Kimme Korn, könnte man spielen. Man braucht nicht unbedingt ein Ziel von Rohr oben drauf. Gut, so, dann kommen wir ein kleines bisschen stärker zur Technik. Zunächst mal Magazin einlegen, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar müsst ihr hier unten einmal diese Klappe öffnen. Die sitzt übrigens ein bisschen, die hat ein bisschen Spiel. Die kann hier unten ein kleines bisschen rumwackeln, so circa 1 Millimeter. Sie geht jetzt nicht von alleine auf, aber hat im Scharnier oder im Klappmechanismus ein kleines bisschen Luft. Stört aber nicht weiter. So, und dann könnt ihr das Ding einfach einmal über den Knopf öffnen, wenn man nicht so blöd ist. Wartet, so rum geht es leichter. So, einmal öffnen das Ganze drum und dann legt ihr einmal hier unten das Magazin einfach rein, schiebt einfach rein, klickt, hakt da ein, fertig, schließen, Magazin drin und gut ist. Auch vom Feeling her fand ich auch recht schön umgesetzt oder recht gut umgesetzt. Es bleiben letztendlich in der Kammer, in der Röhre selbst bleiben immer 3 BBs drin. Bedeutet, auch wenn ihr jetzt kein Magazin mehr drin habt oder das Magazin leer ist und ihr würdet die Waffe auf den Kopf repetieren, dann könntet ihr nochmal 3 Schuss schießen. Macht natürlich keiner, aber wie gesagt, 3 Schuss bleiben drin, denn auch wenn ihr das Magazin entnehmt, werden die BBs weiterhin in der Kammer gehalten. Also die fallen nicht irgendwie raus und kullern da innen drin rum, sondern die werden richtig schön in der Kammer unten über so einen kleinen Hebel eben gesichert, damit sie nicht rausrollern. Finde ich ebenfalls gut umgesetzt. So, jetzt vom System selbst her sprechen wir natürlich später bei den Internals durch. Wir haben hier teilweise ein VSR-System, allerdings mit ein kleines bisschen weniger Volumen. Denn der gesamte Zylinder, der hier drin ist um 23 mm kürzer wie ein Standard-VSR-Zylinder. Dementsprechend weniger Volumen jetzt im K98 drin und eine Lauflänge von 480 mm. Dementsprechend würde ich jetzt nicht unbedingt auf 0,45 oder sowas gehen oder 0,4 vielleicht auch nicht unbedingt. 0,36 mit einem guten Maple Leaf Bucking und gut ist. So, jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Zunächst mal, was man gleich direkt ansprechen muss, wir haben hier leider, seht ihr natürlich auch später, kein 90-Grad-System drin, VSR-System, sondern 45-Grad-System. Dadurch kommt es leider zu einem bekannten Problem mit 45 Grad, denn wenn wir das Ding jetzt einmal repetieren, so, dann steht der Zylinder hinten. Wenn wir jetzt den Zylinder wieder nach vorne bringen über den Kammerstängel, dann kommt es hier zu einem recht starken Reiben. Denn gerade über dieses 45-Grad-System drückt es uns natürlich im inneren Bereich, drückt es uns den Pisten immer nach oben gegen die Wandung vom Zylinder. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie verschleißanfällig, weil wir haben hier letztendlich einen Stahlzylinder drin, aber es läuft alles andere als smooth. Bedeutet, ihr habt hier doch für 1,6 Joule sehr viel Widerstand einmal drauf.
So, können wir uns gleich nochmal anschauen. Hier hinten habt ihr standardmäßig einmal die Sicherung drin. Zack, einmal umlegen. Waffe ist sicher. Einmal wieder umlegen. Jetzt ist die Waffe einmal scharf. Und wie gesagt, vom Repetieren her, jetzt hat das Ding nur 1,6 Joule. Wenn man das mit einer regulären VSR vergleicht, die laufen einfach ein bisschen smoother. Gerade mit einem 90-Grad-System natürlich, aber selbst mit 45 Grad die Wellkniften, auch die gehen ein bisschen leichter. Also hier für 1,6 Joule, da meint man gerade, man zieht vielleicht 2 oder 2,5 Joule auf. Geht also ein bisschen straffer und wie gesagt, auch der Zylinder läuft ein bisschen rau, muss man sagen. Okay, so. Okidoki, so viel auf jeden Fall schon mal zum Zylinder. Wie gesagt, wir schauen es uns dann später einmal, selbstverständlich im Detail an, die ganzen Internals. Gut, mehr braucht man eigentlich soweit nicht dazu sagen. Klar, ihr habt hier hinten noch einmal Öffnung, Trageriemen durchziehen, das ist dran, Schaftkappe dran. Braucht man, glaube ich, nicht großartig weiter drüber schwätzen. War es das schon? Sind wir so schnell durch? Ich glaube schon, oder? Habe ich was vergessen? Nee. Ach, einen Punkt wollte ich noch ansprechen. Mit dem, ihr habt es vielleicht gerade gesehen beim Repetieren, vielleicht wenn ich mich mal ein bisschen so hersetze, der Kammerstängel beim K98 ist ein bisschen kurz und gerade wenn ihr das ZF drauf habt, schaut, dass ihr den Kammerstängel nicht so hoch drückt. Bedeutet, bringt ihn vielleicht auf 90 Grad so her und dann könnt ihr einmal sauber repetieren. Denn wenn ihr den komplett hochfahrt, dann stoßt ihr jedes Mal hier oben gegen das Zielfernrohr. Denn wie gesagt, der Kammerstängel ist relativ kurz. Also nicht komplett hochziehen das Ding, sondern 90 Grad, repetieren, vorbringen, fertig, zack und gut ist. Hier hinten habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, wir haben hier auch eine Art Firing Pin einmal drin. Bedeutet, wenn das Ding einmal repetiert ist, seht ihr hier hinten ebenfalls den Firing Pin einmal rauskommen. Und wenn ihr den einmal abdrückt, zack, dann ist der einmal wieder eingefahren. Okidoki, so, das soll es soweit schon mal gewesen sein. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal zunächst mal kurz über das Zubehör, wie ihr das Zielfernrohr montiert. Und dann schauen wir uns das Zielfernrohr auch nochmal in der Nahaufnahme an und ebenfalls dann nochmal im Detail, wie ihr das Magazin einlegt und wie das Ganze vonstatten geht. So, mal ein bisschen hingezoomt, damit ihr das Teil noch ein bisschen besser erkennen könnt, ein bisschen besser sehen könnt. Beginnen wir zunächst mal mit der Montage von der Montage. Ha! So Leute, ein bisschen hingezoomt, schauen wir uns zunächst mal an, wie ihr dieses Zielfernrohr die Montage befestigt. Habt ihr letztendlich vom Schützen aus auf der linken Seite einmal diese Abdeckung dran und habt ihr insgesamt 3 Schlitzschrauben drin. Diese 3 Schlitzschrauben schraubt ihr einmal komplett raus. Habt ihr diese 3 Schlitzschrauben einmal gelöst, könnt ihr ebenfalls diese Schutzabdeckung oder diese Abdeckung einmal komplett abnehmen. So, bedeutet, ihr habt hier letztendlich einmal 3 Gewinde, da unten drunter habt ihr sogar noch ein bisschen Markings, da steht ebenfalls einmal Mod 98 drin. Markings können wir dann auch noch mal ganz kurz im Detail dann anschauen. So, dann nehmt ihr letztendlich nur die Montage, die hat dieselben Bohrungen, klatscht den Mister einmal seitlich drauf und schraubt das gesamte Ding einmal so wieder fest. Im Regelfall sieht das Ganze dann einmal bei euch so aus, bedeutet, ihr habt jetzt hier einmal die Fixierung oder schon mal die Montage an sich fertig montiert. Und hier gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass ihr eben die 21 mm Pick Rail noch einmal drauf klatscht. Dann sitzt aber, wie vorhin schon angesprochen, dann sitzt halt, wenn ihr direkt auf die Pick Rail ein ZF installiert, ohne irgendwie ein Offset, sitzt halt das gesamte ZF ein bisschen versetzt dran. Wie gesagt, da eben auch die Montage versetzt. Ihr könnt aber eine Pick Rail nutzen. Natürlich habt ihr die normale Aufnahme ebenfalls enthalten, bedeutet die ganz normalen Montageringe und das Ganze ebenfalls mit diesem Lever-System. Bedeutet, ihr habt hier im inneren Bereich so einen kleinen Arretierungslever und hier einmal den großen Lever, den großen Hebel einmal zum Fixieren oder zum Spannen. So, dann schiebt ihr letztendlich das Ding einfach einmal drauf, bedeutet einmal so rum. So, dann drücken wir mal hier den Hebel ein kleines bisschen, schieben es drauf und irgendwann, zack, hört ihr so ein Klicken. Dann hakt dieser Hebel, dann quasi einmal ein und dann könnt ihr das Ganze eben über den großen einfach einmal festspannen. So, und dann sitzt das Ganze drum hervorragend montiert und fest einmal auf der Waffe drauf. So, vom ZF her muss ich euch aber auch sagen, ich hatte im Schusstest ein bisschen Probleme, da ich mit dem Auge ein bisschen zu weit vom ZF weg war. Bedeutet, ich habe letztendlich in der Halle nicht die Arretierung verwendet, sondern ich habe das ganze ZF vielleicht nochmal um 20 mm weiter hintergestellt und dann arretiert und habe dann letztendlich so geschossen, damit ich einfach mit dem Auge ein bisschen näher hinten dran bin. Denn ansonsten war ich einfach zu weit weg und es war grausam zum Zielen. Dementsprechend Augenabstand vom ZF halt auch ein bisschen beachten. Wie gesagt, vielleicht kann es bei euch anders sein, ich musste halt ein bisschen näher hin. Wenn ihr so zurechtkommt oder wenn es bei euch eben vom Auge her so funktioniert, dass ihr das Ding eben vorschieben könnt und vorne arretieren könnt,
dann ist es natürlich in Ordnung. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ihr das gesamte oder die gesamte Montage ein bisschen verschiebt. Geht also. So, wenn wir jetzt schon da sind, Zielfernrohr, ich habe es euch vorhin schon mal angesprochen, wirkt einfach ein bisschen arg modern. Und jetzt hoffe ich mal, vielleicht mache ich euch noch mal ein paar Nahaufnahmen. Schaut euch mal den Turm an. Na, das ist alles so schön fein säuberlich eingelasert in die Eloxalschicht, schön gerändelt hier oben. Also ich glaube, das hat man damals noch nicht ganz so schön machen können. Also wenn man sich mal das Original anschaut, ein paar Bilder davon, das sah halt damals nicht so aus. Dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, ich finde das ZF wirkt einfach fürs K98 ein bisschen zu modern von der Qualität her oder von der Fertigung. Auch die Eloxalschicht passt irgendwie nicht ganz zum Rest zu der Waffe. Vom Einstellen her ist es auch ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade von der Seiteneinstellung, die Höhe ist in Ordnung. So, die Höheneinstellung natürlich, wir lösen hier einmal diese gerändelte Schraube hier hinten drin und lösen entsprechend einmal den Turm. So, und jetzt können wir hier ganz feinfühlig einmal die Höhe einstellen. Und jetzt aber wirklich aufpassen, ihr werdet, wenn ihr euch das Ding gönnen solltet, ihr werdet merken, bitte aufpassen, wenn ihr da einen Millimeter dreht, seht ihr, dass das gesamte Absehen direkt gleich mal 2 mm innen drin hoch und runter fährt. Also hier wirklich ganz, ganz feinfühlig einmal vorgehen. Wirklich am besten die Waffe einspannen oder wirklich gut festmachen und dann ganz vorsichtig einmal die Höhe justieren und wirklich an dem Rädchen ganz vorsichtig einmal drehen. Denn wie gesagt, macht er hier 1 mm, macht das Absehen aber 2 mm oder so. Also es geht ruckzuck, da macht er 5 mm, da hängt das Absehen sonst wo. Also hier ganz, ganz feinfühlig einmal das Ganze sauber einstellen. Also das geht hart los, die Höhe. Die Seite ist ein bisschen kniffliger, denn hier müsst ihr das Ganze über die Montage hinten machen. Bedeutet, ihr habt hier hinten dran auf der linken und auf der rechten Seite eine Schraube drin und das Ganze hat einen 4 mm Zapfen raus. Bedeutet, ihr benötigt hier rein theoretisch einen 4 mm Gabelschlüssel, um die Seite sauber einzustellen. 4 mm hatte ich leider nicht. Ich habe dann letztendlich eine Zange genommen und dann löst er einfach die beiden Schrauben, stellt quasi oder dreht die eine Schraube auf die Seite, wo ihr hin müsst und fixiert es dann mit der anderen Schraube. Also das Ganze wird quasi hier unten über die Montage quasi eingestellt. Wie gesagt, mit diesen 4 mm, das ist ein bisschen... Ja, ist ein bisschen schade, denn wie gesagt, ich hatte keinen 4 mm Gabelschlüssel da. Entsprechend habe ich hier einmal die Zange nehmen müssen. Wenn es eingestellt ist, ist gut, dann zieht das Ganze drum fest und gut ist. Dann müsst ihr auch im Regelfall hier nichts mehr nachjustieren. So, und wenn wir jetzt gerade schon in so einer schönen Nahaufnahme sind, kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz euch von oben drauf schauen lassen. Vielleicht, wenn wir es ja mal so herdrehen. Na, so müsst ihr das recht gut sehen. Ich stelle mal noch mal ganz kurz ein bisschen scharf. Wie gerade auch schon angesprochen oder schon dreimal angesprochen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber jetzt hier in der Nahaufnahme kann man sehr schön sehen, wie modern einfach der Turm gefertigt ist. Wie gesagt, hier einfach alles sauber eingelasert, gerändelt sauber. Das finde ich einfach ein bisschen zu modern von diesem ZF. Das hätten sie einfach ein bisschen klassischer oder einfach ein bisschen schäbiger fertigen können, meiner Meinung nach. Einfach ein bisschen älter. Okay, so, jetzt, wenn wir gerade über die Montage und über das Zielfernrohr sprechen, können wir uns ebenfalls anschauen, wie wir das Hop-Up einstellen, denn auch das geht mit dem ZF. Ja, es geht, aber ihr müsst das ZF verschieben. Bedeutet, um das Hop-Up einzustellen, müsst ihr die gesamte Kimme einmal aufklappen. Merkt ihr was? Geht nicht. Bedeutet natürlich einmal Lever wieder lösen, dann schiebt ihr das Ding ein bisschen zurück. So weit, bis ihr einmal die Kimme komplett aufklappen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen weiter hinten habt, das sieht zwar ein bisschen kacke aus, funktioniert aber, dann könnt ihr die Kimme ganz normal aufklappen. So, und jetzt seht ihr hier oben drin, unter dem Kimmenblatt, seht ihr einen ganz kleinen Gewindestift. Braucht dann 1,5 mm Inbus und dann könnt ihr hier rüber das Hop-Up einstellen. Also auch so eine Art TDC. Wir drücken jetzt hier nicht direkt irgendwie ein Tensioner runter, sondern das Ganze geht über einen Lever, aber ihr könnt das Hop-Up ganz normal hier oben über einen Gewindestift einstellen. Auch das schauen wir uns natürlich später im Detail an, wie das Ganze vonstatten geht. Hier ein bisschen aufpassen vom Hop einstellen, erkläre ich euch auch später, der Gewindestift läuft im Gewinde sehr fein. Also ihr könnt da ganz easy ohne Widerstand das Ding reinschrauben, wieder rausschrauben. Ihr merkt also nicht unbedingt, drückt ihr jetzt den Lever gerade runter oder nicht, denn es kommt kein Widerstand auf die Schraube oder auf den Gewindestift drauf. Dementsprechend vielleicht ein bisschen Loctite drauf, eine ganz leichte Schraubensicherung, so eine 220er oder sowas, damit zwar der Gewindestift im Gewinde ein bisschen straffer läuft, aber sich immer noch einstellen lässt. Würde ich ein bisschen schöner finden, denn so hat er einfach ein bisschen, ja, läuft ein bisschen zu weich einfach im Gewinde drin.
Gut, dann könnt ihr natürlich auch so Hop-Up einstellen, je nach auf Sicht oder sowas. Und wenn ihr fertig seid, klappt ihr das ganze Ding wieder zu und könnt entsprechend dann einmal eure Montage oder euer Zielfernrohr eben wieder dahin stellen, wo es ihr eben für euren Augenabstand einmal benötigt. Dann möchte ich noch kurz ein paar Worte loswerden zu der Sicherung hinten oder zu diesem Firing-Pin-System. Ich habe es euch bei den allgemeinen Informationen schon kurz gesagt, wenn ihr jetzt durchrepetiert, kommt hier hinten einmal dieser Pin raus, oder diese Bolzen, also euer Firing-Pin. Und erst dann wäre es euch natürlich möglich, wenn das Ding repetiert ist, die Sicherung zu betätigen. Bedeutet, wenn das Ding nicht repetiert ist, könnt ihr es ja auch nicht sichern. So, jetzt zeige ich euch aber mal was. Ihr macht den Kammerstängel einmal hoch. Pin kommt raus, ihr klappt den Kammerstängel wieder runter, die Waffe ist nicht gespannt, Firing Pin ist draußen und ihr könnt die Waffe dennoch sichern. Also, ja, wie gesagt, hier vielleicht von der Mechanik nicht ganz perfekt umgesetzt. Denn wie gesagt, jetzt könnte man meinen, sie ist gespannt, aber letztendlich, ja, läuft das Ganze oder ist das Ganze nur über den Kammerstängel einmal geregelt und nicht innen drin über den Pisten oder über den Pisten innen drin. Also rein nur über den Kammerstängel. Und was ihr auch gerade schon gesehen habt, hier hinten ist ein bisschen Spiel drauf. Gerade wenn ich jetzt hier mal ein bisschen, wartet mal, ich sichere noch mal kurz. Wenn ich hier ein bisschen am Abzug jetzt drücke im gesicherten Zustand, könnt ihr sehen, dass hier ein bisschen Spiel vorhanden ist. Und auch wenn ich hier ein bisschen rumnoddel, seht ihr ebenfalls ein kleines bisschen Spiel. Die Waffe hat jetzt ca. 300 Schuss durch und ich zeige es euch später bei den Internals auch nochmal ganz kurz. Der Zylinder ist wie gesagt komplett aus Stahl, aber der gesamte hintere Block, wo alles hier hinten dran hängt, ist letztendlich in diesem Stahlzylinder nur verplombt oder ja nur verstiftet. Also nicht geschraubt über ein Gewinde und dann verplombt und entsprechend kann es auf Dauer passieren, dass hier hinten diese Aufnahme ein bisschen ausnudelt am Zylinder. Und dann bekommt ihr minimals ein kleines bisschen Spiel drauf und ein kleines bisschen Luft rein. Dann haben wir auf dem Ding natürlich auch noch ein paar kleine Markings drauf. Zunächst mal vom Schützen aus auf der rechten Seite. Relativ in der Mitte sehr schön klein und dezent einmal eingelasert unser F im Fünfeck mit der Typenbezeichnung ST98. Dann die einzelnen Höhenpositionen, einmal auf unserer Kimme oben drauf, Position 1 bis maximal 20 und das Ganze ins Material wunderschön eingeprägt bzw. ins Material eingearbeitet und nicht einfach nur aufgelasert. Auf unserem Verschlussgehäuse dann einmal oben drauf, so ein kleiner Adler, da unten drunter dann einmal BYF und die Nummer 43. Vom Schützen aus links finden wir dann ebenfalls so einen kleinen Adler und einmal, das müsste die Seriennummer sein, 11028D, weiß ich nicht genau, sieht aber nach einer Seriennummer aus. Und wenn ihr die seitliche Abdeckung für die Montage einmal entfernt, finden wir hier ebenfalls ins Material einmal eingearbeitet Mod 98. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Nahaufnahmen und schwätzen wir noch kurz die Materialien durch und wie alles einmal von der Passgenauigkeit gefertigt ist. Fangen wir wieder vorne an. Mündung bzw. Kornträger ist hier vorne einmal komplett aus Zink gefertigt. Also quasi die ganze Endkappe hier vorne und die Abdeckung hier oben rüber ist einmal aus Stahlblech vom Korn. So, das gesamte Rohr ist aus Aluminium gefertigt, das Ganze schön dickwandig und sitzt hervorragend in diesem gesamten Schaft drin. Also auch hier null Spiel, null Toleranz oder irgendwas drin. Liegt also wirklich tipptopp im Schaft drin und kein Spiel oder irgendwas vorhanden. So, Aufnahme vorne komplett aus Zink gefertigt und auch hier wie gerade schon oder vorhin bei den allgemeinen Informationen schon kurz angesprochen, hier ein bisschen aufpassen. Denn das kann sehr schnell verbiegen und eben auch vielleicht, wenn es zu stark biegt, eventuell brechen. Da hätten sie gerne aus Stahl fertigen können. So, auch die ganzen Schellen ebenfalls einmal komplett aus Zink gefertigt und wirkt auch wie später einmal das Verschlussgehäuse oben vom Guss oder vom Material, wirkt es einfach schön. Es sieht einfach ein bisschen alt aus vom Material selbst her. Also wie gesagt, die ganzen Metallteile, die ganzen Zinkteile passen einfach perfekt. Es sieht also nicht irgendwie nach einem modernen Material aus, sondern es wirkt einfach ein kleines bisschen älter einfach. Kann man, glaube ich, auch im Video recht gut erkennen. So, dann wie vorhin schon angesprochen, auch hier einmal die hintere Schelle mit der Aufnahme von Tragerieben, ebenfalls einmal komplett aus Zinkguss gefertigt. Hier hat man seitlich diese Fixierung dran, hier hat man ganz kleines bisschen Spiel drin, minimal, vielleicht ein kleines Millimeterchen letztendlich. Aber wirklich kritisieren kann man es, glaube ich, nicht.
Dann haben wir wie vorhin schon mal angesprochen, einmal die obere Abdeckung vom Schaft, welche letztendlich hier vorne einmal gehalten wird und hier hinten einmal gehalten wird. Und das ist ja bei manchen Herstellern immer gerne ein Problem bei so klassischen Modellen, dass es gerne mal ein bisschen Spiel hat und ein bisschen rumschwabbelt. Auch bei Herstellern von der AK zum Beispiel. Hier nicht der Fall. Bedeutet, die gesamte obere Abdichtung sitzt einmal hervorragend drin hier. Kein Spiel drauf, kann sich nicht irgendwie, ja, kann nicht rumklappern, sondern es wird einfach perfekt einmal gehalten. Also es wirkt einfach, ja, als wäre es wirklich irgendwie dran geklebt. Dementsprechend hier von der, ja, von den Toleranzen oder von der Verarbeitung wirklich tipptopp. Auch vom Holz her, spreche ich euch gleich beim Schaft nochmal an, wirklich hervorragend. Also der gesamte Holzschaft, nirgendwo irgendwie unsaubere Stellen drin, keine Fransen irgendwo im Holz, keine Späne oder irgendwas. Ihr bekommt nirgendwo einen Spreißel oder so. Dementsprechend hier wirklich vom Holz selbst wirklich sehr, sehr gut. Leider weiß ich nicht genau, was für ein Holz das ist. Kann ich euch nicht genau sagen. Gut, dann haben wir hier oben, können wir auch gleich nochmal kurz im Detail ansprechen. Einmal die Kimme, habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz gezeigt, auch komplett aus Zinkguss gefertigt. Die hat zwar kleines bisschen Spiel, also minimals vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht ein Millimeterchen oder sowas. Aber auch ohne Zielfernrohr lässt sich nur mit Chemikorn mit dem Teil wirklich sehr gut schießen. Also, ja, wie gesagt, ich fand es sogar ohne ZF wirklich sehr angenehm. Also selbst auf 50 Meter trifft man ein A4-Blatt mit Chemikorn. Gut, so, dann einmal in der Höhe selbstverständlich einstellbar, in sehr, sehr vielen Positionen, wie beim Original eben einmal auch. Dann haben wir letztendlich nur noch hier oben drin einmal unser gesamtes Verschlussgehäuse oder ja, Gehäuse einfach hier innen drin einmal. Auch hier die ganzen Bauteile komplett einmal aus Zinkguss gefertigt. Das Ganze aber nicht irgendwie, ja, so lapprige, dünne Zinkteile, die irgendwie gleich kaputt gehen, wenn das Ding einmal runterfällt. Nein, ihr werdet es später bei der Demontage auch nochmal ganz kurz sehen, wenn ihr das Ding auseinanderkloppt. Das sind wirklich richtig fette, ja, fette Führungen und einfach, ja, dicke Bauteile. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen viel Gewicht drauf, aber von der Qualität her, von der Haltbarkeit her, wirklich von S&T sehr gut gelungen. Und vielleicht kann man es auch hier jetzt nochmal schön erkennen, wenn wir uns gerade diese Metallteile nochmal anschauen. Die wirken auch von der Optik her einfach sehr, sehr gut. Wie vorhin schon gerade vorne angesprochen an der Waffe, auch hier im hinteren Bereich, diese ganzen Gussteile, sieht einfach ein kleines bisschen, ja, nicht modern aus, sondern wirkt einfach ein kleines bisschen älter. Also von S&T schon gut umgesetzt, muss man sagen. Und wie gesagt, auch die gesamten Bauteile sitzen einfach hervorragend in dem Schaft drin. Ihr habt hier nicht irgendwie Spiel oder Luft drin, dass ihr da irgendwie reinschauen könnt, dass Dreck reinfällt oder so. Nein, das sitzt einfach von der Verarbeitungsqualität einfach einwandfrei in dem gesamten Schaft drin. Und wie bei den allgemeinen Informationen auch schon angesprochen, im Vergleich zu einer VSR werden hier die ganzen Bauteile nicht nur irgendwie lapprig über ein paar Schraubennutten gehalten, sondern auch links, rechts nochmal, hier nochmal sauber gehalten. Die ganzen unteren Bauteile mit dem Magazinschacht wird alles nochmal innen drin verbunden, hier hinten fett verbunden. Also wirklich alles grundsolide miteinander verschraubt. So wünscht man sich das. Und dementsprechend auch hier kein Spiel oder ähnliches drin. Und auch muss man sagen, von der gesamten Haptik her, vom Schaft her oder wenn man die Teile mal anfingert, das fühlt sich einfach gut an, das Ding. Wie gesagt, Gewicht, Haptik, einfach nur tipptopp. Da kann man gar nicht schimpfen. So, dann können wir uns letztendlich den Rest noch einmal hinten anschauen. Zunächst mal Kammerstängel auch einmal komplett aus Zink gefertigt. Wie vorhin auch schon kurz angesprochen, wenn ihr das Zivier drauf habt oder halt das Zielfernrohr, das Originale, dann Kammerstängel maximal um 90 Grad öffnen. Ansonsten, ja, kommt ihr mit dem Finger oder schlagt ihr immer oben gegen das Zielfernrohr. Denn der ist ein kleines bisschen kurz. Ist aber letztendlich beim Original, glaube ich, genauso kurz. Kann ich euch nicht genau sagen, kenne ich mich nicht damit aus. Und auch haben wir im Kammerstängel selbst ein ganz kleines bisschen, ja, minimal ein bisschen Spiel drin. Ja, wie gesagt, funktionieren tut das Ganze einwandpfiffig. Gut, Zylinder habe ich euch vorhin schon gezeigt, der reibt ein kleines bisschen und auch durch das 45-Grad-System, wenn ihr den Zylinder wieder reinschiebt, kommt es zu einem gewissen Widerstand über das 45-Grad-System. Das ist aber dann wohl eher ein Punkt für die Internals dann gleich. Gut, der Schaft, wie ich vorhin schon angesprochen, ich weiß nicht, was das für ein Holz ist. Wenn man sich mal ein paar Bilder anschaut im Netz, wie gesagt, ich muss mir da aber Bilder anschauen, denn ich befasse mich nicht mit echten Schusswaffen, hätte meiner Meinung nach, er ist gut, er ist grundsolide, er ist schön robust, er ist auch nicht hohl innen drin, sondern das ist wirklich, ja, ist volle Holz, ist volle Material, nicht irgendwie hohl oder so, dementsprechend schön robust. Aber ich finde, ein bisschen mehr Maserung hätte er vertragen können, das Holz. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das jetzt das Originalholz ist, wie damals auch, kann ich euch nicht sagen. Rein aus meiner Sichtweise wäre es einfach ein bisschen schön gewesen, wenn das Holz an sich ein bisschen mehr Maserung gehabt hätte. Das wirkt ein bisschen so,
Ja, ich weiß nicht, wirkt ein bisschen langweilig für einen Holzschaft. Aber wie gesagt, robust ist er, die Haptik ist hervorragend, massiv ist das ganze Ding. Wie gesagt, von der Optik her hätte er vielleicht ein bisschen mehr Maserung vertragen können. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus mit Holz, weiß ich nicht. Gut, hinten Aufnahme, Trageriemen, links, rechts und dann die Dinger hier weiß ich auch nicht, was es ist. Die sind auf jeden Fall aus Stahl gefertigt. Wenn ihr wisst, was es ist, könnt ihr mich gerne belehren und dürft es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Wie gesagt, ich weiß nicht, für was es da ist. Gut, abschließend die Schaftkappe hinten, die ist ebenfalls wieder einmal komplett aus Zink gefertigt. Dann können wir anschließend gleich mit dem Magazin weitermachen. Wie im Lieferumfang schon gesagt, ihr habt so ein 25 Schuss ABS Plastikmagazin dabei. Das wirkt ein bisschen, ja, das wirkt ein bisschen komisch, aber es funktioniert tadellos. Ist letztendlich einfach nur so ein ganz kleines Gehäuse mit einer Feder drin und gut ist. Passen insgesamt 25 Mumpeln rein, könnt ihr ganz normal mit dem Speedloader vorne reinknallen. Hält hervorragend und zum Einlegen, wie vorhin auch schon bei den allgemeinen Informationen kurz gesagt, öffnet ihr hier unten einfach diese Abdeckung. Wartet mal, ich muss was sehen. So, Hebel nach hinten, dann öffnet ihr das Ganze. So, und dann schiebt ihr das gesamte Magazin einfach hier in diesen Kasten rein. Bedeutet, ihr habt da vorne so eine Führung. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. So, und dann schiebt ihr das einfach bis Anschlag vor, bis es Klick macht. Klick, zack, Magazin drin. Und zum Lösen auch einfach diesen schönen großdimensionierten Knopf hier innen drin einfach drücken. Zack, dann springt es ein bisschen nach hinten und über diesen Kunststoffhebel könnt ihr das ganze Magazin einfach nach hinten rausziehen. Zack, Magazin eingelegt. Und wie vorhin auch schon mal gesagt, es fallen auch keine BBs irgendwie raus oder rollen raus oder sowas. So, zumachen, Klappe und dann ist das Magazin drin. Es fallen keine BBs raus oder sowas, es gibt keine Feeding-Probleme. Und wie gesagt, das Magazin wirkt zwar, ja, wirkt vielleicht ein bisschen günstig, aber es funktioniert einfach tadellos. Sitzt sauber drin, wird sauber gehalten, lässt sich relativ einfach lösen. Dementsprechend ist vollkommen in Ordnung. Von den Kosten her, ein Ersatzmagazin 25 Schuss kostet, ich glaube 10 bis 11 Euro oder sowas. Also auch für ABS, für das bisschen ABS-Ding, ja, vielleicht nicht günstig, aber auch nicht übertrieben teuer. Ist noch in Ordnung, würde ich fast sagen. Gut, das soll es eigentlich mit dem Magazin einmal schon gewesen sein. Okay Leute, bevor wir uns die Internals einmal anschauen und Kompatibilität, zerrupfen wir einfach mal das K98 ganz kurz. Ist relativ simpel oder ist nicht viel dabei. Wir fangen einmal im unteren Bereich an. Da habt ihr hier einmal vor dieser Magazinklappe hier quasi, habt ihr einmal hier hinten eine lange Schlitzschraube drin und im inneren Bereich einmal hier diese zwei Kreuzschrauben im inneren Bereich. Die 3 Schrauben klatschen wir jetzt einmal weg. Haben wir diese 3 Schrauben gelöst, können wir den gesamten Abzugsbügel unten und dieses gesamte Gestell hier von dem Magazinschacht einmal nach oben entfernen. Oder beziehungsweise aus dem Schaft rausziehen. Wenn wir uns das Teil jetzt einmal links und rechts anschauen, haben wir hier so eine relativ spezielle Schraube einmal drin. Die, ja, da bräuchte man rein theoretisch ein spezielles Tool dafür. Sowas besitze ich aber nicht. Ihr bekommt es aber auch problemlos mit einer Spitzzange auf. Bedeutet einfach hier mit einer Spitzzange rein und dann löst ihr links und rechts einfach diese Schraube jeweils einmal an und schraubt sie dann mit der Hand voll raus. Die ist auch nicht sonderlich fest, also einfach einmal ein bisschen anlösen. Wie gesagt, wenn ihr ein Tool dafür habt, ein spezielles, schön und gut. Es geht aber auch mit der Spitzzange. So, nicht abrutschen, das sollte man vermeiden. Einfach ein bisschen anlösen, so eine Umdrehung und wenn es ein bisschen rauskommt, könnt ihr dann das Ganze mit der Hand einmal lösen. So, einmal weg damit. Wie gesagt, einfach anlösen, so 1, 2 Umdrehungen und dann könnt ihr es mit dem Finger, wenn ihr kräftig drückt, könnt ihr es einfach voll rausschrauben, das Ding. Und auch später, wenn ihr es wieder zusammenbaut, ihr müsst das Zeug nicht mit voller Gewalt zuziehen, einfach wieder handfest reinschrauben, dann mit der Zange einfach wieder, ja, eine Umdrehung oder so, fertig, ausreichend. Jetzt können wir im vorderen Bereich direkt einmal diese 2 Schellen lösen, also einmal die vordere, einmal die hintere. Da seht ihr sowas Ähnliches wie eine Blattfeder. Die ist im vorderen Bereich, ist das ganze Bauteil hier einmal gefedert. Bedeutet, wenn ihr hier vorne mal reinschaut, habt ihr so eine Art Pin oder so einen abgerundeten Pin. Und der ist eben gefedert. Bedeutet, ihr könnt mit relativ viel Schmackes einmal reindrücken. So, bedeutet, wir drücken jetzt uns diese ganze Blattfeder, nenne ich es jetzt einfach mal, kräftig nach unten und ziehen parallel oder gleichzeitig den vorderen Ring einmal ab. Oder die vordere Schelle. So, einmal weg damit. So, und dann seht ihr, kommt dieses Bauteil einmal nach oben und dieses könnt ihr jetzt einfach einmal entfernen. Später bei der Montage passt ein kleines bisschen auf. Ihr seht, hier unten ist eben diese Feder dran. Einmal hier. Wenn ihr hier reinschaut am Schaft, habt ihr so eine kleine Senkung oder so ein angedeutetes Loch, also ja, eine Senkung. Wenn ihr jetzt aber dieses Bauteil einfach nur reinlegen würdet und runterdrückt, rutscht diese Feder nicht immer in dieses Loch wieder rein und dann plagt ihr euch unheimlich mit der Montage, da ihr das Teil nicht weit genug reindrücken könnt. Entsprechend einfach ansetzen und dann mit einem Bit die Feder ein kleines bisschen nach hinten drücken, damit sie im unteren Bereich genau in diesem Loch drin sitzt.
und dann passt es wieder. Okay, also das nehmen wir weg und die vordere Schelle ziehen wir einmal nach vorne und die hintere Schelle können wir ebenfalls einmal nach vorne ziehen. Und jetzt können wir auch schon die obere Abdeckung vom Schaft einmal entfernen. Okay, so, jetzt haben wir hier vorne, ihr habt da gerade vielleicht schon gesehen, hier vorne ist ein kleiner Pin drin. Der ist auch nicht sonderlich stark, ja, da sitzt nicht so wirklich Press drin. Einfach hier ein kleines bisschen klopfen, zack, und den Pin einmal rausziehen. Und jetzt könnt ihr auch den gesamten vorderen Bereich hier einmal abziehen. Quasi dieses Teil. Und jetzt ist es euch eben auch möglich, bei der Montage wieder die hintere Schelle mit der Aufnahme für den Trageriemen könnt ihr jetzt entweder so rum montieren oder eben so rum, je nachdem, auf welcher Seite ihr euren Trageriemen befestigen wollt. So, das ganze Zeug lasse ich jetzt einmal da vorne einfach dranhängen. Wenn ihr wolltet, müsst ihr einfach vorne noch einmal Kornträger einmal nach vorne ja, entfernen, damit ihr die Schellen runter bekommt. Brauchen wir letztendlich nicht, dementsprechend lassen wir das Zeug einfach mal so hängen. Okay, somit ist der gesamte Schaft vom System gelöst und wir können das Ganze einmal aus dem Schaft entnehmen. Das sitzt an manchen Stellen ein kleines bisschen straff drin, da müsst ihr halt ein kleines bisschen, ja, ein bisschen dran ziehen. Also wie gesagt, einfach parallel nach oben jetzt einmal aus dem Schaft rausdrücken. Okay, dann hauen wir einmal die Abzugsgruppe weg. Sieht genauso aus wie bei einer VSR oder ist letztendlich wie bei einer VSR. Bedeutet, ihr habt auch hier einmal den Spring Guide Stopper drin. Den könntet ihr jetzt wie bei einer VSR einfach einmal nach oben raushebeln, wenn ihr wolltet. Bedeutet hier einfach einmal kräftig hebeln. Da wir das ganze Ding aber demontieren wollen, schrauben wir einfach die gesamte Abzugsgruppe lose und ziehen das ganze Ding am Stück raus. Bedeutet, wir lösen einmal die vordere Kreuzschraube von der Abzugsgruppe und ebenfalls einmal die hintere Schraube von der Abzugsgruppe. So, dann könnt ihr das Ganze mit ein bisschen Schmackes einmal rausziehen. Wie gesagt, der Spring Guide Stopper, der hält halt hinten am Spring Guide noch ein bisschen, aber normalerweise bekommt man das Ding eigentlich jetzt problemlos einmal rausgehebelt oder rausgezogen. So, wie gesagt, ihr könnt auch im Vorfeld mit dem Schraubendreher hebeln und machen, damit ihr zuerst den Spring Guide Stopper rauszieht, aber das ist relativ wurscht. Okay, also das Ganze drum einmal entnehmen oder wegbauen. So, somit ist auch unser gesamter Zylinder im inneren Bereich los und wir können diesen nach hinten aus dem System entnehmen. Natürlich möchten wir uns im Detail einmal die Hop-Up-Kammer und den Lauf auch anschauen. Entsprechend muss dieser Magazinblock einmal weg. Das kann ich euch vielleicht jetzt schon mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Bedeutet, ihr habt hier so einen kleinen Block, da ist auch so ein, ja, hier ist quasi euer Feeding-Kanal oder eure Feeding-Tube. Und habt ihr hier so einen kleinen Schieber, der die Kugeln quasi zurückhält. Bedeutet, wenn ihr das Magazin rausnehmt aus der Waffe, bleiben diese 3 Kugeln, die bleiben hier einfach drin und fallen nicht irgendwie in den Schaft rein oder sowas. Ist also gar nicht so verkehrt umgesetzt. Und wenn ihr dann das Magazin einmal einlegt, dann schiebt ihr das quasi genau passend von der Passgenauigkeit sauber in diesen Kanal hier einmal rein und drückt jetzt quasi im vorderen Bereich dann, bevor es arretiert ist, Magazin, diesen Schieber einmal auf. Zack, und dann schnappt es letztendlich nur da hinten ein, sitzt hervorragend drin und es kommt zu keinen Feeding-Problemen. Also hier eigentlich gar nicht so verkehrt umgesetzt, muss ich sagen. Okay, so, also demontieren wir den Block. Bedeutet einmal die vordere Senkkopfkreuz und ebenfalls die hintere Senkkopfkreuz einmal lösen. Ach, die stecken wir da gleich wieder rein und dann können wir den gesamten Block hier einfach einmal entfernen. Guti, drehen wir das Ding auf die Seite. Habt da ebenfalls nochmal Kreuzschrauben drin. Eine hier, eine auf der gegenüberliegenden Seite. Diese beiden lösen wir ebenfalls. So, und jetzt können wir quasi die gesamte Hop-Up-Kammer mit dem Rohr, mit dem Lauf einfach hier einmal aus diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Systemkasten oder Receiver oder Gehäuse oder whatever, einfach rausziehen. Jetzt müsst ihr, halt, stopp, einen kleinen Punkt habe ich fast vergessen, Leute. Wenn ihr die Hop-Up-Kammer und das Rohr rauszieht und ihr merkt, oh, da klemmt irgendwas oder es hakt ein kleines bisschen, stellt euer Hop auf 0. Also der Gewindestift muss relativ weit raus. Ansonsten klemmt die Hop-Up-Kammer am Gewindestift. Also Hop quasi komplett rausschrauben und dann einmal rausziehen das Ganze. Gut, und damit haben wir die Hop-Up-Kammer einmal demontiert. Ihr seht hier oben auch einmal direkt gleich euren Lever. Bedeutet, wenn ihr mehr Hop drauf gebt, drückt ihr quasi über den Gewindestift einmal hier diesen Lever direkt von oben einmal nach unten. So, das wollen wir natürlich auch noch alles demontieren. Entsprechend entfernen wir zunächst mal hier vorne die großen Kreuzschrauben. Eine links, eine rechts. Und können somit jetzt den gesamten, oder die gesamte Hop-Up-Kammer vom Outer lösen. Das ist relativ press, bedeutet, ihr müsst so mit ein bisschen Schmackes drehen oder, wenn es nicht geht, jetzt muss ich kurz umstecken, wenn es zu straff geht, löst ihr einfach schon mal diese Schrauben an hier. Eine oben, ein bisschen anlösen,
Beine im unteren Bereich ein bisschen anlösen, dass damit die Kammer ein bisschen auseinander geht. So, und dann könnt ihr quasi euer gesamtes Rohr oder euer Outer nach vorne einmal abziehen. Okay, Hop-Up kann man öffnen, könnt ihr euch schon denken, letztendlich nur noch diese 4 Kreuzschrauben einmal komplett lösen und somit ist ebenfalls Lauf- und Hop-Up-System einmal demontiert. Gut, dann können wir abschließend auch noch den Zylinder einmal demontieren. Geht letztendlich genauso wie bei anderen Federdruckmodellen oder VSR-Modellen. Bedeutet, ihr habt ja vorne auch den Zylinderhead drin, einmal aus Messing. Wenn der zu straff sitzen sollte, gibt es auch spezielle Tools dafür. Ihr könnt aber auch hier wieder ganz normal eine Spitzzange hernehmen. Dann geht ihr hier einmal rein und löst diesen einfach einmal an. Wenn ihr den angelöst habt und das Ding ist eine halbe Umdrehung offen, dann könnt ihr letztendlich ganz normal einmal mit der Hand mit ein bisschen Schmackes einfach abschrauben. Kleines bisschen aufpassen, je nach Federstärke kommt natürlich hier aufs Gewinde der Drucker oder der Zug von der Feder einmal drauf. Bedeutet beim Schrauben immer den Zylinderhead ein bisschen reindrücken. Gerade dann am Ende hin vom Gewindegang ist es ganz wichtig, denn wenn ihr das einfach nur losschraubt, kann es bei starken Federn passieren, dass ihr euch die hinteren Gewindegänge einmal beschädigt. Also hier immer ein bisschen drücken, schrauben, bis es sich einmal komplett löst. So, dann nehmen wir einmal den gesamten Piston zusammen mit der Feder und dem Spring Guide einmal aus dem Zylinder raus. Okay, und dann habe ich mich kurzzeitig noch dafür entschlossen, dass wir den hinteren Bereich auch noch entfernen, denn dieses gesamte System hier hinten mit der Sicherung und mit diesem Firing Pin mit diesem Firing Pin hier hinten drin ist, ja, komplex vielleicht nicht, aber wenn ihr mal nachschmieren wollt oder mal reinigen wollt, zeige ich euch ebenfalls, wie ihr diesen hinteren Bereich vom Zylinder einmal entfernt. Wir beginnen zunächst einmal mit einem kleinen Pin, der ist hier unten drin. Bedeutet, wir klopfen hier mal vorsichtig diesen kleinen Pin raus, quasi hier einmal drin, den seht ihr dann einmal. So, da klopft man ein kleines bisschen vorsichtig. So, das wäre dann einmal dieser hier, den können wir uns jetzt einmal voll rausziehen. Das seht ihr, das ist so ein, ja, der ist letztendlich auf einer Seite ist er gerändelt, bedeutet, er hängt letztendlich nur auf der Seite fest, also den könnt ihr dann einfach easy rausziehen. Gut, dann seht ihr hier schon, einmal dieses Bauteil kommt einmal nach oben raus und ebenfalls dieser Block hier innen drin, der silberne, den könnt ihr ebenfalls einmal nach oben rausziehen. Jetzt müsst ihr aber aufpassen, da ist eine Feder drin und ebenfalls nochmal ein kleiner Pin, der müsste eigentlich ebenfalls rausfallen. Außer er hängt ein bisschen fest. So, jetzt da. Der steckt letztendlich nur hier einmal drin. Bedeutet, so sieht der gesamte Block einmal im zusammengebauten Zustand aus. Bedeutet hier einfach dieser gefederte Pin einmal drin. Und ihr seht, ich habe was drunter gelegt, denn das Zeug ist relativ gut gefettet ab Werk. Also später für die Montage einfach den ganzen Pin zusammenbauen, den ganzen Block und dann einfach hier wieder reinschieben. So, dann tun wir es erstmal auf die Seite. Jetzt muss einmal dieses hintere Bauteil hier raus, was quasi diesen Firing Pin darstellt. Ja, quasi das hier, wo die Sicherung einmal ebenfalls drüber läuft. Und das habt ihr gerade gesehen, wenn ihr die nach hinten drückt, dann kommt hier auf der Seite einmal so ein kleiner Gewindestift zum Vorschein. Bedeutet, ihr drückt den mit der einen Hand, drückt ihr das Bauteil ein bisschen hinter mit einem Pin, damit quasi hier einmal der Gewindestift sichtbar wird. Dann geht ihr da mit dem 1,5er rein, also 1,5 mm Inbus und dann löst ihr einfach den kompletten Gewindestift hier einmal. Und das ist auch später bei der Montage ein bisschen tricky. Ich zeige es euch gleich mal. So, gelöst und dann könnt ihr das Teil nach hinten rausziehen. Jetzt seht ihr, dass hier innen drin, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, auf jeden Fall ist hier so eine Aufnahme, wo das Ding quasi festgeschraubt wird. Und das ist gefedert. Bedeutet, es läuft hier seitlich einmal innen drin. Jetzt müsst ihr später das Teil hier einmal wieder einsetzen. Und dann müsst ihr mit irgendwas diesen inneren Schieber einmal nach hinten drücken mit der Feder, damit quasi hier das Gewinde wieder übereinstimmt. Und dann setzt ihr quasi das Bauteil wieder so ein und haltet immer diesen inneren Block hier quasi, der hier innen drin, jetzt so könnt ihr vielleicht sehen, der hier gefedert ist, den haltet ihr immer hinten, damit das alles wieder übereinstimmt. Dann setzt ihr das hintere Bauteil auf so und dann macht ihr den Gewindestift wieder rein. Ist wie gesagt, ist ein ganz kleines bisschen fummelig zum Zusammenbauen. Gut, nehmen wir auch raus und dann können wir letztendlich abschließen mit einem 2,5er, glaube ich, war das. Lasst mich mal kurz checken. 2,5 mm. Ja, der passt. Mit dem 2,5er könnt ihr jetzt im inneren Bereich ebenfalls die letzte Linsenkopfschraube einmal lösen. So, die schraubt ihr letztendlich einmal lose und dann könnt ihr das gesamte Zeug einfach nach hinten einmal abziehen. So, Kammerstängel noch weg. Und hier ist eben seitlich, seht ihr, der ist hier einmal gefedert.
Das ist quasi dieses Bauteil, was hinten einmal arretiert wird und letztendlich hier innen drin, nur im hinteren Bereich, über eine kleine Feder gehalten wird. So, und der, wie gesagt, der läuft hier einmal seitlich drin. Können wir letztendlich so lassen. Okay, gut, das soll es gewesen sein. Schauen wir uns die Internals an. Okay Leute, somit haben wir einmal das K98 komplett auseinandergekloppt. Wir schauen uns selbstverständlich die gesamten Internals und die ganzen Bauteile einmal wieder im Detail an und gehen natürlich auch wieder aufs Thema Kompatibilität, Tuning drauf ein. Das wird ein relativ interessantes Thema, denn gewisse Bauteile sind zwar kompatibel, da VSR, man bekommt aber relativ schnell Probleme, wenn es zum Thema Abzugsgruppe 90 Grad geht. Habt ihr vielleicht bei der Demontage schon gesehen, wir haben hier letztendlich ein 45 Grad System, was ich ein bisschen schade finde. Und wie gesagt, wenn man auf ein 90 Grad System möchte, was einfach deutlich besser wäre, bekommt man ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, wir sprechen es einfach mal an. Aber ihr dürft jetzt nicht, gleich mal eins vorweg, ihr dürft nicht davon ausgehen, dass ihr jetzt das K98, sage ich mal, problemlos und smooth auf über 2 Joule bekommt. Würde ich vielleicht auch nicht unbedingt machen. So, fangen wir mal an beim Zylinder selbst. Der Zylinder ist von der Qualität her, also von der Fertigung, sehr gut, muss man sagen. Und er ist auch einmal komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet, wir haben hier keinen billigen Alu-Zylinder drin, wie bei Well oder sowas, sondern es ist wirklich ein kompletter Stahlzylinder. Das kann ich euch auch mal kurz demonstrieren mit dem Magneten. Zack, hier einmal komplett Stahl das Ganze. So, von der Umsetzung her vom Zylinder selbst sehr gut oder von der Röhre. Die hintere Arretierung hätten sie aber ein bisschen besser fixieren können oder besser umsetzen können. Denn wenn ihr euch das mal anguckt, hier letztendlich genauso wie bei günstigen Herstellern umgesetzt, bedeutet der hintere Block, wo quasi der Kammerstängel und das ganze Firing-Pin-System dranhängt und die Sicherung, ist letztendlich nur in den Zylinder reingesteckt und dann über kleine Spannstifte einmal gesichert. So, das ist nicht ganz perfekt. Ich meine, es hält erstmal problemlos, also deutlich besser wie Alu natürlich. Aber ich habe es euch vielleicht vorhin schon mal ganz kurz gezeigt. Jetzt bereits nach 300 Schuss hat die ganze hintere Aufnahme im Zylinder schon ein kleines bisschen Spiel. Ich zoome mal noch ein bisschen hin. So, jetzt könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Gerade auch die Spannstifte, die sind nicht mehr komplett rund, sondern die sind schon teilweise hier ein kleines bisschen oval in der Bohrung drin. Und entsprechend hat eben der hintere Zapfen hier jetzt bereits nach ungefähr 300 Schuss schon ein kleines bisschen, minimal ein bisschen Spiel drin. Ein gute Hersteller oder besser wäre es einfach gewesen, wenn sie hier das auch über ein Gewinde zunächst mal gemacht hätten. Bedeutet über ein Gewinde den Zapfen reinschrauben oder die Aufnahme und dann zusätzlich noch verplomben oder verstiften. Dann wäre das einfach wesentlich besser und deutlich haltbarer. Man bekommt hier einfach kein Spiel drauf. Also hier nicht ganz perfekt umgesetzt, aber zunächst mal deutlich haltbarer wie jetzt ein Alu-Zylinder, sage ich mal. Gut, dann können wir wieder rauszoomen und können einmal über die Kompatibilität sprechen. Wir haben hier zwar vom Durchmesser VSR-Kompatibilität, aber die Länge und auch die Aufnahme hinten weicht von VSR ab. Bedeutet, wenn ihr mal einen Original- oder normalen VSR-Zylinder daneben legt, verlieren wir hier im vorderen Bereich doch einiges an Länge. Also hier deutlich weniger Volumen im K98 drin, wie in der Standard VSR. Um genau zu sein, verlieren wir hier 23 mm einmal vorne drin. Entsprechend ist der Repetierweg natürlich kürzer, aber natürlich auch weniger Volumen drauf auf dem System. Und auch wenn ihr euch den hinteren Bereich vom Zylinder anschaut, auch die Aufnahme ist deutlich kürzer beim K98 wie bei einer normalen VSR. Entsprechend leider nicht zu VSR-Zylindern kompatibel das Ganze. Wenn wir dann den Zylinder schon da liegen haben, können wir uns auch gleich den Zylinder-Head einmal anschauen. Der ist letztendlich komplett einmal aus Messing gefertigt, hat am Zylinder-Head selbst keine Aufprallfläche, also nur einmal auf den Pisten und hat den O-Ring einmal im hinteren Bereich. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, ob der O-Ring jetzt vorne drauf sitzt oder hinten drauf sitzt, das ist wurscht. Das Ding dichtet auf jeden Fall hervorragend ab. So, auch dieser wäre von Gewindegängen problemlos zu VSR kompatibel. Bedeutet, wenn ihr mal ein VSR-Zylinder-Head hernehmt, ihr könntet den problemlos einmal hier vorne reinschrauben. Der Durchmesser, Gewinde, passt alles wunderbar überein. Allerdings ist die Nozzle, weicht die Nozzle vom Durchmesser ab. Bedeutet, die Länge ist identisch mit 18,8 mm von der Nozzle. Allerdings der Durchmesser ist unterschiedlich. Bedeutet, bei dem K98 ist die Nozzle deutlich schlanker. Das können wir vielleicht sogar mal ganz kurz ausmessen für Technik-Leute, die sich damit auseinandersetzen möchten. 6,63 mm und eine VSR hat ungefähr 7,5 mm vom Durchmesser her von der Nozzle. So,
Und dadurch gehen bei den VSR-Zylinder-Heads, zumindest bei allen, die ich jetzt da habe, die passen nicht vom Durchmesser in die Hop-Up-Kammer rein. Bedeutet, die sind einfach zu dick. Entsprechend auch nicht problemlos zu VSR-Zylinder-Heads kompatibel. Braucht man auch meiner Meinung nach nicht unbedingt, denn der Zylinderhead ist eigentlich in Ordnung. Wird auch über einige Gewindegänge gehalten. Dementsprechend Messing, dichtet sauber ab, kann man also problemlos drin lassen. Aber da wir eben die Kompatibilität natürlich auch ansprechen wollen, sage ich es euch eben, dass VSR-Zylinderheads von der Nozzle vom Durchmesser her zu groß sind für die Hop-Up-Kammer. Der gesamte Zylinder wird im Inneren vom Gehäuse oder vom Verschlussgehäuse ebenfalls über Gleitringe geführt. Bedeutet, ihr habt im hinteren Bereich einen Gleitring drin, wie bei einer VSR, und ebenfalls im vorderen Bereich einen Gleitring drin. Diese sind aber nicht irgendwie aus Delrin/PTFE gefertigt, sondern sind ganz normale ABS-Gleitringe. Wenn wir jetzt den Stahlzylinder einmal gucken von der Führung her, er läuft zwar über die Gleitringe, hat aber auch hier bereits ein kleines bisschen... Aber man hört es vielleicht auch, reibt also hier bereits über die Gleitringe, reibt er ein kleines bisschen. Also richtig smooth läuft der Zylinder definitiv nicht, ist aber, sage ich jetzt mal, ausreichend. Würde man jetzt ein 90-Grad-System haben, wäre es wahrscheinlich schön smooth das Ganze oder deutlich smoother. Durch das 45-Grad-System bekommt man aber doch einiges an Widerstand auf den Repetierhebel oder auf den Kammerstängel drauf, wenn man den Zylinder wieder nach vorne führt. Das spreche ich mal aber dann gleich einmal beim Piston an. So, Piston ist ein ganz normaler POM-Piston, also komplett aus Kunststoff gefertigt, hier absolut kein Aluminium, kein Edelstahl dran verbaut und wie gerade schon angesprochen, das Ganze leider im hinteren Bereich für die Arretierung vom Sear kein 90-Grad-System, sondern ein 45-Grad-System. Das möchte ich mal ganz kurz für Einsteiger erklären, warum ein 45-Grad-System Nachteile hat. Denn wenn wir sich jetzt einmal die Abzugsgruppe hernehmen, ja, müssen bloß aufpassen, dass er nicht auseinanderfliegt, denn ist schon aufgeschraubt. Bedeutet, ihr repetiert einmal und dann rastet quasi der Piston hier hinten im 45-Grad-Winkel ein. So, was passiert? Von hinten drückt natürlich die Feder und will den Piston nach vorne bewegen. Daher wir hier einen 45-Grad-Winkel haben, drückt es uns aber den Piston immer nach oben gegen die Zylinderwandung im inneren Bereich. So, und dadurch habt ihr einfach, wenn ihr das Ding repetiert, ihr spannt sie auf, das geht einigermaßen anständig, je nach Federstärke natürlich. Wenn ihr aber jetzt den Zylinder wieder nach vorne bewegt über den Kammerstängel, dann reibt quasi immer der Piston im oberen Bereich vom Zylinder bei einem 45-Grad-System. Und entsprechend würde ich auch definitiv davon abraten, verbaut euch auf keinen Fall irgendwie stinknormale billige Aluminium-Pistons. Wartet mal, da habe ich sogar noch so einen alten da, den kann ich euch mal noch kurz zeigen. Auf sowas hier würde ich vielleicht verzichten. Das ist so ein ganz billiges PPS-Tuning-Kit. Ist zwar auch im 45-Grad-Winkel, aber ihr seht auch, dass die Laufflächen hier komplett aus Alu sind. Bedeutet, die laufen dann noch schlechter wie der Originalpisten, da hier eben dann das gesamte Alu oben an eurem Stahlzylinder im inneren Bereich eben entlang reibt. Und dadurch bekommt ihr noch mehr Widerstand drauf auf den Kammerstängel oder eben auf den Zylinder. Also hiervon würde ich definitiv abraten. Auch wie gesagt, 45-Grad-System ist einfach nicht so schön. Hätte man 90-Grad-System, würde einfach der Zylinder, wenn man nach vorne bewegt, einfach deutlich smoother laufen. Ja, 45 Grad leider doch etwas veraltet. Okay, wie gesagt, Abzugsgruppe sprechen wir später durch. Okay, so, der Piston an sich, es ist POM, 1,6 Joule, Lasten drin ist gut, fertig. Wenn ihr jetzt unbedingt, wie vorhin schon angesprochen, wenn ihr unbedingt aus dem K98 mehr raus haben wollt, dann würde ich den Piston sogar bei 2 Joule vielleicht noch drin lassen. Wenn ihr dann noch höher wollt, dann wird es eben kompliziert, dann solltet ihr definitiv auf ein 90-Grad-System gehen, bekommt aber dann Probleme mit der Abzugsgruppe. So, bleiben wir aber zunächst mal beim Piston. Wie gesagt, POM und dichtet auch sehr gut ab über den vorderen O-Ring. Auch hier muss man sagen, dass der gesamte Zylinder wie auch Piston zu VSR kompatibel ist. Bedeutet, wenn ihr jetzt mal den Airsoft Pro Piston zum Beispiel mal daneben legt, der passt ebenfalls wieder perfekt. Bedeutet auch, wenn ihr den einmal in den Zylinder reinschiebt, der läuft da innen drin butterweich und dichtet ebenfalls hervorragend ab. Bedeutet, auch hier hättet man mit dem Airsoft Pro Piston absolut keine Probleme. Aber wie gesagt, Airsoft Pro hat im hinteren Bereich eine 90 Grad Kante und keine 45 Grad Kante und entsprechend könnt ihr das Ganze nicht mit der Original Abzugsgruppe oder mit dem Original Sear kombinieren. Das funktioniert nicht, das ist kacke. Bedeutet, wenn ihr mal herguckt, da rastet dann quasi der Piston hinten ja nur über eine 90 Grad Kante ein. Also auch hier bräuchte man dann einen Sear
mit 90 Grad, wenn man schon 90 Grad Pisten verbaut. Und dann bitte auch beachten, wie gerade schon angesprochen, der Zylinder ist kürzer, wir haben weniger Volumen drin, wie bei einer Original VSR. Jetzt, wenn ihr aber mal die Pistons vergleicht, der Airsoft Pro wäre von der Länge her perfekt, bedeutet auch dieser ist von der Länge exakt identisch zum Originalpisten. Bedeutet, der haut das gleiche Volumen raus wie der Originale. Wenn ihr jetzt mal euch andere Pisten anschaut, zum Beispiel mal der von der SSG 10, der ist nochmal um ca. 6 mm länger hier vorne und dadurch verliert ihr nochmal mehr Volumen. Also wenn ihr unbedingt basteln wollt und tüfteln wollt mit 90 Grad Systemen, verwendet am besten einen kurzen Pisten, also so ein Airsoft Pro zum Beispiel und nicht so einen langen, denn dann verliert ihr wie gesagt noch mehr Volumen. Ist also nicht gerade vom Vorteil. Aber auch der Original von der SSG 10 zum Beispiel, auch dieser funktioniert in dem Original Stahlzylinder hervorragend. Also auch dieser würde perfekt einmal funktionieren, aber wie gesagt ist ein kleines bisschen länger und wir verlieren einfach noch mehr Volumen. Dann lasst uns direkt gleich mit dem Spring Guide und mit der Feder weitermachen. Auch Spring Guide habt ihr vielleicht auch vorhin schon gesehen bei der Demontage, ist ebenfalls wieder Pisten, ein stinknormaler Kunststoff Spring Guide. Auch hier muss man sagen, für 1,6 wie das Ding kommt, ist es in Ordnung, lasst da drin, spielt das so, habt ein bisschen Spaß mit dem Ding und gut ist. Für mehr Energie vielleicht nicht unbedingt geeignet, denn der kann euch halt irgendwann vielleicht mal brechen. So, was jetzt aber interessant ist, auch hier haben wir komplette VSR-Kompatibilität, bedeutet, wenn ihr einen anderen Spring Guide reinmachen wollt, aus Aluminium, aus Edelstahl, mit Lager oder sowas, ist kein Problem. Ihr müsst nur wieder den Durchmesser beachten, je nach Feder. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine Feder drin verbaut, eigentlich 7 mm, beziehungsweise wir haben 8 mm Innendurchmesser bei der Feder. Das ist jetzt die Originalfeder, die drin verbaut ist. Hier haben wir einen Innendurchmesser von 8 mm und einen Außendurchmesser von ca. 11 mm. 10,86 oder sowas sind es. Also 8 innen, 11 außen. So, und die Feder funktioniert natürlich perfekt. Die geht perfekt drüber, reibt nicht, hakt nicht oder ähnliches und geht auch einmal problemlos in den Originalpisten wieder rein. So, also so ist das Originalsystem, das passt perfekt. So, und dann lasst uns über die Feder selber quatschen. Ja, wir bekommen VSR-Federn rein, müssen aber natürlich ein kleines bisschen was beachten. Zunächst mal die Federlänge müsst ihr gucken. Ihr habt natürlich einen kürzeren Zylinder und entsprechend ist ebenfalls die Originalfeder kürzer. Bedeutet, wenn ihr jetzt eine zu starke VSR-Feder verwendet, die ein bisschen länger ist, kann es passieren, dass ihr diese nicht mehr komplett aufgezogen bekommt, denn die Windungen sind schon auf maximale Länge gestaucht. Manche Federn funktionieren, manche funktionieren nicht. Da ich leider nicht so viele VSR-Federn da habe, kann ich euch nicht genau sagen, mit wie viel Energie ihr oder mit welcher Feder ihr welche Energie rausbekommt und ja, welche Feder passt, welche passt nicht. Aber wie gesagt, beachten, VSR-Federn sind einen kleinen Tick länger von den Windungen her oder von der Gesamtlänge her. So, ebenfalls vom Durchmesser beachten, das ist eine Standard 7 mm Feder. Die geht zwar auch über den Original Spring Guide drüber, reibt aber ein kleines bisschen. Also das geht gerade so, sage ich mal. Im Pisten vorne habt ihr selbstverständlich keine Probleme, also es passt perfekt. Wollt ihr jetzt größere Federn verwenden, 9 mm ist der Original Spring Guide natürlich nicht geeignet, denn die großen Federn, ja, die schwabbeln da viel zu arg drauf rum, also die werden hier nicht sauber geführt. Da braucht ihr dann definitiv einen anderen Spring Guide dafür. Und natürlich passen auch diese Federn nicht in den Pisten rein. Also die sind vom Durchmesser einfach zu groß. Bedeutet, hier müsst ihr dann definitiv bei solchen Federn Spring Guide und Pisten wechseln. Aber wie gesagt, Pisten, ein großes Problem eben, 45 Grad, 90 Grad System. Sprechen wir erstmal weiter, dann könnt ihr euch nochmal eure Gedanken dazu machen. Wenn ihr natürlich solche Federn nutzen wollt, braucht ihr eben auch so einen Spring Guide zum Beispiel, der ist von Airsoft Pro. Bei diesem Spring Guide könntet ihr beide Federn verwenden. Also ihr könnt zum Beispiel den Überzug drüber lassen, dann könnt ihr die großen Federn verwenden mit 9 mm. Passen natürlich selbstverständlich auch problemlos einmal in den Pisten rein. So, 9 mm System. Oder ihr könntet sogar hier diesen Aufsatz von dem Airsoft Pro Edelstahlpisten einmal runter machen und könnt entsprechend auch einmal die schlankeren Federn mit 7 mm ebenfalls nutzen. Also der Spring Guide ist zu allen Federn einmal perfekt kompatibel. Ist wie gesagt aus Edelstahl gefertigt, hat ein Axiallager und auch dieser Spring Guide von Airsoft Pro passt hervorragend zum Originalzylinder. Also auch hier keine Probleme drin.
Okay Leute, und dann kommen wir zu meinem kleinen Sorgenkind, wie vorhin schon angesprochen, das ist einmal die Abzugsgruppe. Die gesamte Abzugsgruppe ist natürlich komplett aus Zinkguss gefertigt, bedeutet auch der 45 Grad Zieher ist hier komplett einmal aus Zink gefertigt. Bedeutet, hier steht letztendlich die gesamte Energie an und dementsprechend würde ich hier nicht über 1,6 Joule vielleicht mit der Originalabzugsgruppe gehen. Denn wie gesagt, macht jetzt hier einfach nur eine andere Feder rein oder sowas. Der Zylinder wird noch stärker oben an der Wandung reiben, bedeutet das Repetieren wird noch steifer über dieses 45 Grad System. Vom Aufbau her haben wir hier letztendlich eine stinknormale VSR Abzugsgruppe. Allerdings, wenn ihr euch die Kamera mal anschaut, die Aufnahmen hier vorne sind angesenkt. Bedeutet, ihr habt hier hinten hier vorne bei der Schraube eine Senkung drin und ebenfalls hier hinten eine Senkung drin. Bedeutet, wenn ihr euch mal das Gehäuse von unten anschaut, habt ihr jeweils hier einmal so einen kleinen Zapfen raus und hier so einen kleinen Zapfen raus, wo quasi diese Abzugsgruppe einmal sauber arretiert oder gehalten wird. Dementsprechend hier auch von den Gewindegängen ein bisschen länger wie bei anderen VSR-ähnlichen Modellen oder VSR-Klonen zum Beispiel. Jetzt haben wir aber natürlich ein kleines Problem. Alle Abzugsgruppen, die reinpassen würden, sind im oberen Bereich nicht gesenkt. Bedeutet, die sind hier oben komplett plan und dadurch steht die Abzugsgruppe vom Gehäuse zu stark weg. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, ja gut, dann nehme ich hier einfach diese Zapfen oder diese Bobbel da weg. Letztendlich verliert ihr dann aber Gewindegänge. Bedeutet, eure Schrauben haben weniger Haltekraft drauf. Auch was man auch beachten muss, ist die Breite. Wenn ihr euch das mal anschaut, das ist also wie gesagt ganz normal Standard VSR, wie man es von Marui zum Beispiel kennt. Und die ganzen anderen Abzugsgruppen, wie zum Beispiel Airsoft Pro, was ich jetzt zum Beispiel da habe, oder auch diese Begadi CNC Abzugsgruppe für VSR-Modelle, da habe ich auch noch eine Asbach uralte rumliegen von der MB03. Die sind zu breit, bedeutet von der MB03 und diese CNC-Gefräse von Begadi, da stehen seitlich die Schrauben zu weit raus, die bringt ihr nicht in den Schaft rein und die Airsoft Pro ist von der Gesamtbreite zu breit, bekommt ihr also auch nicht in den Schaft rein. Dementsprechend hier ein kleines Problem, die Abzugsgruppe, hätten sie auf diese Senkungen verzichtet, hier einmal drin, dann hätte man auch problemlos auf eine stinknormale 90 Grad wechseln können. Und dementsprechend sind wir hier leider ein kleines bisschen limitiert, bedeutet einfach nur jetzt eine andere Abzugsgruppe reinschrauben, ist hier nicht möglich. Wer ein bisschen basteln kann, Österreicher, Schweizer natürlich, bekommen es bestimmt hin, hier andere Abzugsgruppen zu installieren. In Deutschland bitte aufpassen, natürlich wegen Bearbeitung oder spannende Bearbeitung von waffenrelevanten Teilen. Also hier leider ein kleines bisschen schade. Hätte man auch vielleicht mit dem 90 Grad System direkt ausliefern können, das Ganze. So, was man aber auch ansprechen kann, selbst wenn ihr jetzt das 45 Grad System beibehalten wollt, wäre es auch möglich, dass ihr den Sear zumindest zu einem wechselt, der aus Stahl gefertigt ist. So, lasst mich das Ding mal einmal aufmachen. Bedeutet, ihr habt hier oben einmal euren Sear drin, wie schon gezeigt. Der ist einmal komplett aus Zink gefertigt. Und diese ganzen Teile hier, also Sear zusammen mit dieser Stange, die gibt es auch als 45 Grad System aus Stahl. Wäre vielleicht ein bisschen haltbarer, aber wie gesagt, das gesamte 45 Grad System ist halt nicht so toll, sage ich mal. Da wäre 90 Grad einfach deutlich schöner gewesen. Gut, jetzt kann man vielleicht auch gleich noch einen Punkt ansprechen. Es gibt von TNT gibt's ein komplettes Tune-Up-Kit fürs K98. Da ist der Spring Guide drin, es ist eine Feder drin, es ist der Piston drin und es ist ebenfalls ein anderer Sear enthalten. Was mir allerdings nicht gefällt, da ist bei dem Piston von TNT sind die Laufflächen auch komplett einmal aus, beziehungsweise die Arretierung hinten ist auch komplett aus Alu gefertigt und nicht aus Stahl. Bedeutet, ihr habt nicht wie bei den guten Pisten hinten Edelstahl eingearbeitet, sondern da habt ihr letztendlich wie bei diesem billigen PPS-Ding da, habt ihr ebenfalls die Kante hinten aus Alu. Und da finde ich dieses Tuning-Kit von der Leistung oder von das, was man bekommt, ein kleines bisschen zu teuer von TNT. Wer es unbedingt möchte, wie gesagt, kann drauf zurückgreifen. Kommt da, glaube ich, auf 2, ich müsste gucken, ich glaube 2,4 oder sowas ist angegeben. Wie gesagt, TNT Tuning Kit bekommt ihr beim Skirmshop ist es, glaube ich, aktuell aus. Da ist es sogar relativ günstig mit 80 Euro, glaube ich. Und beim Airsoft Shop EU oder irgendwas, ich glaube Belgien ist es, da kostet das ganze Kit 100 Euro. Ist also sehr hochpreisig für das, was man bekommt, finde ich. Aber hier hättet ihr eben Sear dabei, Piston dabei, Feder dabei, Spring Guide dabei, ist also ein Komplett-Kit. Bedeutet, wer unbedingt irgendwas machen möchte und über 2 Joule kommen möchte, hier wäre einfach ein passendes Kit verfügbar. Aber von der Umsetzung her auch nicht ganz perfekt.
Okay Leute, dann lasst uns diese Abzugsgruppe einmal kurz im Detail mal anschauen und auch die Funktion möchte ich ganz kurz ein bisschen erklären. Zunächst mal seht ihr natürlich, dass die Sicherung von dieser Abzugsgruppe ein bisschen anders geregelt ist. Bedeutet, normalerweise habt ihr ja bei einer VSR seitlich die Sicherung dran. Das ist jetzt bei der K98 natürlich nicht der Fall. Bedeutet, ihr sichert das Ding natürlich von hinten. Entsprechend seht ihr hier einmal diesen Block runterlaufen oder diesen Schieber. Bedeutet, wenn ihr das Ding sichert, drückt hier letztendlich dieser Schieber runter. Ihr könnt am Abzug nicht mehr, oder könnt den Abzug nicht mehr betätigen. Bedeutet auch hier der Punkt, wenn ihr was anderes einbastelt oder sowas, müsst ihr auf die Sicherung komplett einmal verzichten. Ist beim Federdruckmodell immer, ja, entweder man spannt sie oder man spannt sie nicht. Muss man gucken. Es ist natürlich schön, wenn man eine Sicherung drin hat, aber wirklich nötig nicht unbedingt. Wenn man das Ding nicht repetiert, ist er automatisch gesichert. So, jetzt aber nochmal zurückzukommen von der Funktion. Jetzt seht ihr hier oben quasi dieses 45-Grad-System. Und dadurch ist es eben nötig, wenn der Piston jetzt aufgezogen wird, fährt der Sear nach unten, klappt dann quasi, wenn der Piston drüber ist, kann ich mal ganz kurz zeigen, ihr repetiert, so, klappt nach unten, hakt hier hinten ein. So, über dieses 45-Grad-System kommt jetzt der Zug auf den Sear nicht nur nach vorne, sondern der will ebenfalls das Ganze drum hier einmal nach unten drücken. Bedeutet nach unten. Also es kommen zwei Belastungen drauf über einen 45-Grad-Winkel. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, wenn man 90 Grad reinmacht, dass man hier hinten einfach den Sear ein bisschen im 90 Grad bearbeitet. Dass wir nicht das Ganze im 45 Grad halten, sondern dass wir quasi den Piston im 90 Grad halten. Dadurch kommt aber die Belastung nur nach vorne drauf, bedeutet, dass der Sear wird nach vorne gedrückt. Und dadurch ist es diesem gesamten Block hier nicht mehr möglich, nach unten wegzukippen. Bedeutet, würdet ihr jetzt, gerade Schweizer Österreicher, wenn ihr jetzt den Sear bearbeitet auf 90 Grad und ihr würdet abdrücken, dann fährt eben dieser Hebel hier nicht mehr nach unten, also kann hier nicht mehr nach unten federn, denn die Belastung kommt nur nach vorne. Und dann könnt ihr da abdrücken, wie ihr wollt, das ganze System funktioniert nicht. Denn ihr braucht eben die Belastung einmal nach vorne und nach unten. Bedeutet, wenn ihr auslöst, drückt die Feder oder über diesen 45 Grad Winkel, drückt das gesamte Drum hier einmal nach unten, den gesamten Hebel. Und dann rastet der Piston aus und euer Schuss wird gelöst. Wie gesagt, so einfach hier ein bisschen bearbeiten auf 90 Grad ist leider auch nicht wirklich möglich. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es gibt sogar komplette Systeme 90 Grad, die ein bisschen abgeändert sind von der Funktion. Allerdings habe ich hier nichts da und ich kann euch auch nicht sagen, ob das irgendwie kompatibel ist oder reinpasst. Da, wie gesagt, da habe ich zu wenig Teile da. Okay, wie gesagt, Abzugsgruppe, kleines Problem, wie ich finde, hätten sie direkt 90 Grad gemacht, wäre ein bisschen schöner gewesen, sind wir ganz ehrlich. Okay, gut, letztes Bauteil, klar, der Spring Guide Stopper kann man auch noch ansprechen. Der ist leider auch nur aus Zink gefertigt, bedeutet, das ist das drum. Schiebt ihr hier unten quasi rein, habt ihr vielleicht vorhin schon mal kurz gesehen bei der Demontage. Und hier hängt quasi letztendlich dann hier oben dran einmal euer gesamter Spring Guide und die Feder. Bedeutet, wenn ihr das Ding aufzieht, kommt die gesamte Belastung einmal auf diesen Spring Guide Stopper drauf. Das ist auch ein bisschen schade, dass der nur aus Zink ist. Der wird vermutlich mit 1,6 Joule problemlos standhalten. Wenn ihr höher geht, kann es passieren, dass er abbricht. Also auch bei guten Systemen ist der normalerweise im Regelfall komplett aus Stahl gefertigt. Preis-Leistung, ja, vielleicht noch in Ordnung. Man hätte das Ding aber auch gerne mal 50 Euro teurer machen können und hätte vielleicht ein 90 Grad System mit einem Stahl Spring Guide Stopper verbauen können. Hätte, vielleicht in 10 Jahren irgendwann mal, ja. Ich träume mal weiter, ne? Wie gesagt, Materialien, ja, 1,5, 1,6, okay, für mehr, weiß ich nicht. Vielleicht eher nicht. Okay Leute, dann schauen wir uns abschließend noch kurz Lauf- und Hop-Up-System an. Lauf habe ich euch am Anfang schon mal kurz angesprochen bei den technischen Daten. Ist ein VSR-Lauf, das Ganze aber mit Brücke. Länge sind hier 480 mm, Innendurchmesser 608 mm. So, VSR ist schon mal gut, wir würden also auch andere Läufe reinbekommen, denn wenn wir das Bucking tauschen wollen, bekommen wir mit dem Originallauf ein paar kleine Probleme. Denn wie gesagt, hier haben wir letztendlich einen Lauf mit Brücke und auch vom Fenster her, von der Fräsung, von der Länge, haben wir gerade mal 3,7 mm. Also relativ klein von hier bis hier und hier haben wir so eine kleine Phase noch drin. Dementsprechend irgendwie jetzt ein Maple Leaf MR oder Schlag mich tot ist leider nicht möglich. Bedeutet, wollt ihr jetzt irgendwie ein VSR-Bucking installieren von Maple Leaf, zum Beispiel jetzt hier so ein Autobot oder irgendwie sowas, dann benötigt ihr ein Unbridged Barrel, also VSR Unbridged. Das wäre dann zum Beispiel, gut, das ist jetzt noch einer mit einem R-Hop, aber das ist ja relativ wurscht. Bedeutet, die Brücke hinten
darf einmal nicht vorhanden sein. Denn wenn ihr einen VSR-Lauf mit Brücke habt, bekommt ihr Probleme, denn die Patchfläche zieht sich komplett bei den Maple Leaf Buckings bis hinten durch. Bedeutet, wenn ihr so eins installieren wolltet, so, dann steht euch hinten die Patchfläche einmal auf der Brücke auf. Also das funktioniert so nicht. Dementsprechend, wie gesagt, müsste man, wenn man so ein Bucking verwenden wollte, braucht man ein Unbridged Barrel. Okay, so, dann, wie gesagt, ein Unbridged, das seht ihr jetzt hier einmal, gut, das ist mit R-Hop, das ist relativ wurscht, aber in die Kammer selbst würden wir auch problemlos entsprechende Systeme einmal reinbekommen. Okay, so, nehmen wir mal die Kammer mal her, denn die ist gar nicht mal so verkehrt, muss man sagen. Einmal her mit dem Ding. So, einmal die Hop-Up-Kammer, die sitzt hervorragend zusammen, sind natürlich auch zwei Teile, wird hervorragend, sitzt hervorragend zusammen und auch wenn ihr die Schrauben festzieht, sitzt der Lauf hervorragend drin. Und auch im Outer, ihr merkt zum Beispiel, wenn ihr, das kann ich euch versuchen mal zu demonstrieren, wenn ihr hier den Lauf in den Outer reinschiebt, merkt ihr im hinteren Bereich, dass er ein kleines bisschen Luft hat, also da kann ein bisschen wackeln. Aber wenn ihr den dann reinschiebt mit der Hop-Up-Kammer, merkt ihr, dass vorne irgendwie so ein, ja, innen drin so ein Anschlag kommt und dann müsst ihr ein kleines bisschen pressen und dann sitzt der Lauf hervorragend drin, also der Inner. Der wird also hier vorne nochmal irgendwie im Outer, vielleicht über einen O-Ring oder irgendwie gepresst oder irgendwas. Denn wie gesagt, da ist ein bisschen Widerstand drauf und dann, wenn ihr den reinpresst, dann sitzt der hervorragend drin. Also kein Wackeln oder sowas im Outer, einmal vorhanden innen drin. Also hier vom Outer oder von der Fixierung vom Lauf oder von der Zentrierung schon sehr gut. Und wie gesagt, auch der Lauf sitzt in der Hop-Up-Kammer perfekt einmal drin. Gut, dann machen wir die Hop-Up-Kammer einmal auf. Dann sieht das Ganze einmal so. Jetzt, stopp, einen kleinen Punkt kann ich noch ansprechen. Moment, bevor ich es vergesse. Ihr habt es vielleicht bei der Demontage gesehen, der Outer wird quasi hier einmal reingeschoben. Dann fixiert ihr den Outer an der Hop-Up-Kammer über die zwei seitlichen Schrauben. Und dann wird die gesamte Hop-Up-Kammer wird dann quasi über die Rundung quasi im Verschluss gehalten und zusätzlich noch über zwei kleine Schrauben hier unten drin. Und wenn ihr hier mal seht, hier geht das Gewinde über einen Radius rein, also nicht gerade rein, sondern ihr seht, dass die Gewindegänge halt im oberen Bereich entsprechend länger sind. Hier sind die Originalschrauben fast ein bisschen kurz, denn die greifen letztendlich nur hier in diese halbe Gewindegänge rein und dann, wo es ganz greift, vielleicht eine Umdrehung oder sowas. Bedeutet, wenn ihr hier irgendwelche Linsenkopfschrauben zu Hause habt, das müsste ein M3 sein, lasst mich mal kurz nachmessen. M3, also wenn ihr zum Beispiel Linsenkopfschrauben zu Hause habt, M3 von mir aus mit 10 mm, 8 bis 10 mm, dann würde ich vielleicht die Schrauben tauschen, denn wie gesagt, die gehen, wenn man sie festschraubt, die gehen nicht wirklich weit ins Gewinde rein. Da hätten sie gern ein bisschen längere verwenden können, denn letztendlich ist das Gewinde auch einmal komplett durchgängig. Das könnt ihr auch hier erkennen, geht also komplett durch. Wie gesagt, wenn ihr Schrauben zu Hause habt, vielleicht einen Tick längere einmal verwenden. Okay, so, Hop-Up-Kammer. Schauen wir uns das Ding an. So, zunächst mal VSR-kompatibel. Bedeutet auch, wenn ihr jetzt hier so Maple Leaf Bucking hinten reinballert, sitzt das perfekt einmal in dieser Hop-Up-Kammer drin. Also es liegt wirklich richtig schön sauber drin. Ihr habt auch hier seitlich diese Nut drin einmal für die Buckings, damit die sauber zentriert werden oder halt sich nicht verdrehen. Dementsprechend sitzen auch Maple Leaf oder allgemein VSR-Buckings hervorragend in der Kammer drin. So, und auch die Nozzle selbst oder der Zylinderhead dichtet zunächst mal zum Original-Bucking sehr gut ab. Bedeutet, hier sitzt das Ganze schon relativ gut, muss man sagen. Wenn man das Ganze jetzt aber nochmal mit einem Maple Leaf testet, mit diesem Edelstahl-Clip hinten drauf, da sitzt das Ganze nochmal deutlich straffer zusammen. Bedeutet, auch die Abdichtung wäre wahrscheinlich mit einem Maple Leaf einen kleinen Tick besser beim Übergang zwischen Nozzle und Bucking. Aber wie gesagt, hierfür braucht ihr eben einen Unbridged oder ihr baut euch halt auch irgendwie so ein R-Hop-System zusammen. Wie gesagt, würde auch einmal passen. So, jetzt allerdings ein kleines Problem und zwar der Lever oben. Da sind wir ein bisschen limitiert. Wir haben hier letztendlich von der Patchfläche innen drin ein stinknormales Standard VSR-Bucking. Also auch wieder einfach nur so eine, stülpe ich es jetzt um? Nee, ich stülpe es jetzt nicht um, aber vielleicht könnt ihr hier mal einmal reingucken. Also letztendlich auch nur so eine kleine halbrunde Patchfläche einmal runter. Der Hop an sich mit 0,3 ist gut und die Reichweite ist auch in Ordnung, sage ich mal, für so eine S&T-Knüfte. Streukreis war im Vergleich für ein Standard-Bucking eigentlich schon in Ordnung auf 50 Meter, also da kann man gar nicht maulen. So, jetzt wird das Ganze ein bisschen kombiniert wie mit so einem Lever, wie man es aus der SSG 24 oder aus dem Mod 24 kennt. Bedeutet, ihr habt hier oben den Lever drin, der ist auch aus Zink gefertigt und drückt dann letztendlich nur hinten
nicht mit einem, ja, mit einem Gummitensioner runter, sondern ihr bewegt den Patch im Inneren über zwei so kleine Nupsel runter. Da ist zunächst mal erfreulich, dass das Ganze nicht aus Plastik gefertigt ist wie bei der Mod 24, sondern dass es hier direkt einfach aus Zink ist und dementsprechend wir mehr Druck aufs Bucking oder auf die Patch ausüben können über diesen Lever. So, jetzt müssen wir aber allerdings einen kleinen Punkt beachten, und zwar durch diese, daher wir hier keine Fläche runter bewegen, sondern letztendlich nur so einen Radius, können wir jetzt zum Beispiel nicht bei einem Maple Leaf die volle Fläche nutzen. Jetzt kann man das aber auch ein kleines bisschen ausgleichen. Normalerweise würde man sagen, gut, wir nehmen vielleicht ein 60er Bucking oder ja, je nach Energie halt. Wenn wir aber jetzt ein 60er Bucking nehmen und mit so einem Tensioner drücken, bewegen wir eben relativ wenig von dieser Fläche eben runter, da wir eben nur mit so einem kleinen Ding drauf drücken, mit so einem kleinen Radius. Würden wir jetzt das Bucking ein kleines bisschen härter wählen, dann, wie soll ich sagen, ihr drückt also, da das Material einfach härter ist, bewegt ihr einfach mehr Material runter. Dementsprechend könnt ihr hier ruhig dann vielleicht eine Stufe von der Shore-Härte einfach mehr drauf geben. Bedeutet, wenn ihr normalen 60er nehmen würdet, würde ich definitiv in der K98 einen 70er zum Beispiel installieren. Wie gesagt, einfach ein bisschen härter, damit ihr über den Lever ein bisschen mehr Material runterdrücken könntet. Oder runterdrücken könnt. So, andere Lever sind leider nicht möglich. Bedeutet, wir sind auf den Original-Lever angewiesen, denn wenn wir zum Beispiel mal einen VSR-Lever hernehmen, der passt zunächst mal von der Bohrung vorne nicht, bedeutet viel zu viel Spiel, und ihr seht ebenfalls, dass die zu kurz sind. Bedeutet, hier könnt ihr überhaupt keinen Druck aufbauen, da der Lever einfach von der VSR zu kurz ist. Bedeutet, wir sind leider auf den Original-Lever einmal angewiesen, diesen zu nutzen. Okay, so, noch ein kleiner Punkt. Es ist jetzt nicht verkehrt, wie gesagt, der Hop war gut, wir können auch problemlos etwas schwere BBs hoppen. Es wäre sogar mit dem Original-Bucking sogar noch schwerer möglich gewesen. Allerdings braucht ihr dann so viel Druck, dass ihr auf Dauer einfach dieses Standard-Bucking relativ schnell beschädigt. Dementsprechend vielleicht ein Maple Leaf in 70er rein oder sowas und dann vielleicht 0,32, 0,36 BBs und dann ist auch gut. Mehr werdet ihr wahrscheinlich mit der Kombination von dem Lever nicht mehr wirklich rausbekommen, vom Kugelgewicht her. Okay, so, was man ebenfalls noch ansprechen kann, der Hop an sich lässt sich natürlich hier oben einmal über diesen kleinen Gewindestift, wie vorhin vielleicht schon gesehen, einmal einstellen. Gut, jetzt habe ich es euch, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, da bekommt ihr relativ wenig Widerstand drauf. Bedeutet, ihr müsst da wirklich mit einem Inbus wirklich sehr feinfühlig drehen und habt aber jetzt auf dem Gewindestift nicht irgendwie viel Widerstand drauf. Also der geht butterweich, ihr wisst jetzt nicht, ja, drücke ich jetzt hier schon mit dem Tensioner oder drücke ich nicht? Wie viel Hop habe ich jetzt drauf? Ist also relativ schwer rauszufinden über den Gewindestift. Jetzt könnt ihr entweder den Gewindestift rausmachen und eine leichte Schraubensicherung drauf machen, irgendwie Loctite 220 oder sowas, damit ihr einfach auf den Gewindestift ein bisschen Widerstand drauf bekommt, damit er zusätzlich noch gesichert ist, damit er sich nicht verstellt und ihr einfach das Ganze vielleicht ein bisschen feinfühliger einstellen könnt. Denn wie gesagt, so übers Gewinde könnt ihr halt da ganz lasch einmal drehen. Und was vielleicht S&T auch noch hätte anders machen können, man könnte zum Beispiel oder hätte zum Beispiel unter den Lever auch noch eine Feder legen können. Denn letztendlich kommt hier der Widerstand oder der Gegendruck nur übers Bucking selbst. Bedeutet, liegt dann hier einmal drin und dann drückt ihr quasi einfach nur direkt von oben über den Gewindestift einmal hier aufs Bucking drauf. Und wie gesagt, da das Bucking auch relativ weich ist mit 60 Shore, ihr merkt da einfach über den Gewindestift zu wenig Widerstand. Hätten sie da jetzt hier noch irgendwie eine Blattfeder rein oder hier im hinteren Bereich vom Lever das Ganze noch irgendwie angesenkt und eine Feder rein, dann hätte man auf dem Gewindestift automatisch ein bisschen mehr Widerstand drauf gehabt. Weil so tut man sich ein kleines bisschen schwer. Aber wie gesagt, es funktioniert. Aber man muss sich relativ vorsichtig mit dem Gewindestift an den Hop rantasten. Okay Leute, wie gesagt, wenn ihr unbedingt meint, ihr müsst aus dem K98 noch irgendwie ein bisschen was rausholen, ein paar Meter, dann Unbridge Barrel VSR mit 480 und vielleicht ein Maple Leaf Bucking dazu. Irgendwie ein MR zum Beispiel oder diese neuen Silikon-Buckings, die Autobots. Aber wie gesagt, vom Material gerne ein kleines bisschen härter gehen aufgrund von diesem Lever-System. So Leute, jetzt schiebe ich nochmal einen kleinen Clip rein. Also normalerweise sind die Aufnahmen schon alle fertig. Jetzt beim Zusammenbauen ist mir aber noch kurz was aufgefallen. Und zwar habe ich euch ja beim Zylinder gesagt, über diese Spannstifte wackelt diese ganze hintere Arretierung ein kleines bisschen. Hat also nach 300 Schuss ein bisschen Spiel gehabt. So, was mir ebenfalls aufgefallen ist, dass diese Spannstifte kürzer sind wie letztendlich der gesamte Durchmesser.
So, jetzt habe ich eigentlich hatte ich vor, dass ich hier einfach ein Ding reinmache, einen kleinen Gewindestift. Jetzt habe ich aber hier in meinem kleinen Kästchen, habe ich so komische Bolzen gefunden und ich habe keinen blassen Dunst, was das für welche sind. Und zwar sind es einfach solche Stahlpins. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die da reinkommen oder was die da machen. Auf jeden Fall sind es so ganz kleine Stahlpins. Die sind im mittleren Bereich einen ganz kleinen Tick breiter wie links und rechts. Und die haben genau 3 mm und eine Länge von 4,3. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Stahlbolzen sind oder auf jeden Fall hatte ich die da bei meinen Gewindestiften drin. So, jetzt habe ich einfach so einen Bolzen hergenommen und habe den auf der Seite komplett bis Anschlag reingeprügelt mit dem Hammer. Und jetzt wackelt da gar nichts mehr. Jetzt sitzt das Ding wieder bombenfest drin. Man könnte das Ganze vielleicht oben, unten auch noch machen. Also wie gesagt, vielleicht kennt sich da irgendein Techniker bei uns aus, wie diese komischen Bolzen da heißen oder was es genau ist. Da habe ich auch noch einen in 4 mm da. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich die her habe, aber die wären dafür perfekt geeignet. Also wenn sich da jemand auskennt und die exakte Bezeichnung von diesen Pins oder Bolzen kennt, gerne mal unten ins Kommentarfeld reinposten. Dann ergänze ich dir das Ganze einmal in der Videobeschreibung. Okay, und wie gesagt, reingeprügelt das Ding und jetzt bewegt sich da gar nichts mehr. Und ich denke auch mal, dass diese Stahlbolzen deutlich länger halten wie diese Spannstifte hier drin. Denn die können ja letztendlich auch ein bisschen nachgeben. Okay, so viel als kleiner Fix vielleicht vom Zylinder. So Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich habe euch alles, was ich weiß oder was mir aufgefallen ist bei dem Modell, habe ich euch mitgeteilt. Vielleicht ein bisschen kürzer geworden, dieses Video. Aber gerade, ich habe es euch auch im Livestream gesagt, gerade so Punkte, wie gut ist es zum Original oder historisch betrachtet nachgebaut, das kann ich euch nicht sagen, weil ich habe davon keine Ahnung. Bedeutet, es wird bestimmt jetzt in den nächsten Tagen, werden noch weitere Videos online kommen von anderen YouTubern, die vielleicht bei solchen Punkten vielleicht ein bisschen mehr aufs Detail eingehen können. Daher ich keinen Vergleich habe zum Original K98, kann ich euch hier kein Halbwissen mitteilen oder so, das bringt halt nichts. Wie gesagt, dementsprechend zu Nachbildung oder so müsst ihr dann euch vielleicht noch ein anderes Video anschauen. So, auch von der Beurteilung her, vom finalen Fazit, weicht es vielleicht ein bisschen ab, weil ich bin jetzt nicht unbedingt darauf eingegangen, wie gut lässt sich das Ding auf dem Spielfeld betreiben. Denn ich würde dieses Modell nicht unbedingt als vollwertige Spielerwaffe sehen, sowas Klassisches. Wie gesagt, natürlich gibt es Leute, die ein Reenactment betreiben oder sowas, aber dann sind halt wieder so Punkte, wisst ihr, ja natürlich, wir könnten eine TNT-Hop-Up-Kamera reinbauen in das Teil. Kostet auch wieder 80, 90 Euro oder sowas. Wir können einen Tuninglauf reinmachen, ja pipapo. Aber letztendlich, sind wir ehrlich, wir werden auch mit einem K98 nicht an eine VSR oder an eine SRS rankommen. Dementsprechend, ob man das jetzt unbedingt als Spielerwaffe beurteilen muss, glaube ich eher nicht. Also dementsprechend, wie gesagt, ich habe das Fazit eher so ein bisschen ausgemittelt. Spielfeld und vielleicht Leute, die einfach nur ein bisschen Sammler sind, ein bisschen Spaß haben wollen und gut ist. Also fangen wir mal an. Mein erster Pluspunkt im Fazit ist die Haptik. Die ist S&T wirklich sehr gut gelungen, tolles Gewicht. Der Schaft fühlt sich mega an, auch vorne die Abdeckung, es sitzt alles hervorragend dran und es fühlt sich einfach hervorragend an, das Teil für den Preis. Also da kann man echt nicht schimpfen. Dementsprechend geile Haptik, gebe ich mal einen Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt, wie gerade schon angesprochen, der Schaft ist ebenfalls hervorragend, von der Fertigung tipptopp. Es sitzt alles wirklich perfekt in diesem Schaft drin. Ihr habt keine Spaltmaße, es lässt sich in dem Schaft nichts verwinden, verwackeln oder es klappert nichts innen drin rum. Es ist komplett Vollmaterial vom Holz her. Auch hier vorne die Abdeckung sitzt hervorragend drauf, klappert nicht oder sowas. Dementsprechend ebenfalls ein Pluspunkt für den sehr, sehr guten Schaft. Wie gesagt, was genau das für ein Holz ist, weiß ich nicht, bin kein Schreiner, kenne ich mich nicht aus. Gut, der nächste Pluspunkt, das ist jetzt der erste Pluspunkt, wo ich nicht genau wusste, ja, wie sieht man es. Ich fand zum Beispiel jetzt im Schusstest out of the box, so wie das Ding kommt, fand ich sie jetzt gar nicht so verkehrt. Also auf 50 Meter Original Hop-Up drin, eingestellt 0,3 Gramm auf 50 Meter Streukreis, tipptopp kann man eigentlich schon fast sagen. Also da ist man von anderen S&T-Waffen schon deutlich Schlechteres gewohnt, wenn die überhaupt auf 50 Meter hinterkommen. Also hier würde ich auch sagen, je nachdem wie man es halt sieht, wie gesagt für einen Sammler oder wer einfach damit ein bisschen Spaß haben möchte, weil er halt irgendwie historisch ein bisschen was damit zu tun hat, würde ich sagen, ist es vollkommen in Ordnung. Der schießt vielleicht, blinkt ein bisschen damit auf 40, 50 Meter und dafür ist das Hop-Up wirklich brauchbar und gut, kann man sagen. Muss man also nichts dran machen.
Wie gesagt, jetzt auf Hardcore-Spielfeld muss man definitiv noch was machen, aber hier muss jeder gucken, wie er dieses Modell sieht. Sammlerwaffe, Spielerwaffe, wie gesagt, aber auf 50 Meter Hop-Up, gut würde ich sagen. Und mein letzter Pluspunkt, jetzt haben wir hier seit langem auch mal wieder, endlich mal wieder ein bisschen was Klassisches auf dem Tisch. Nicht die 10.000ste M4, irgendwas Modernes oder so. Nein, einfach mal wieder ein bisschen was Klassisches, was man schon lange nicht mehr hat. Ich habe es euch auch damals im Livestream gesagt, ich hatte ja ganz früher mal, ich glaube, es war eine Maruzen, der Till meint, es war eine Tanaka, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich hatte auch schon vor Ewigkeiten mal so einen K98. Und es wäre einfach schön, wenn mehrere Hersteller einfach immer mal ein bisschen sowas, auch ein bisschen mehr klassische Sachen bringen. Nicht immer M4-Modelle. Also hier ebenfalls ein Pluspunkt, auch mal wieder was richtig Schönes, Klassisches. Auch wenn es vielleicht für Spieler nicht unbedingt geeignet ist. Gut, kommen wir zu den Neutralpunkten. Und das sind die Internals. Ja, wir würden einen anderen Pisten reinbekommen. Ja, wir würden vielleicht auch eine andere Feder reinbekommen, ein bisschen mehr Joule. Aber macht es wirklich Sinn, ist die andere Frage. Dementsprechend, wie auch gerade der Punkt hinten, die Aufnahme vom Zylinder nur mit Spannstiften fixiert hinten drin, kann bereits nach 300 Schuss mit 1,6 Joule ganz leicht ein bisschen ausnudeln. Dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht, ob ich bei diesen Standard-Internals aus POM unbedingt mehr Joule drauf geben würde. Vielleicht maximal 2 Joule, aber auch hier wieder der Punkt, je nachdem wie man sieht. Ein Sammler oder jemand, der damit Spaß haben möchte und einfach das K98 feiert, dem ist es jetzt wurscht, ob das Ding 2 Joule hat oder 1,6 Joule hat. Wie gesagt, dementsprechend kleiner Neutralpunkt, die Internals, naja, der Zeit ein bisschen hinterher, muss man ganz ehrlich sagen. So, da sind wir auch gleich beim nächsten Neutralpunkt, das knüpfe ich oder das splitte ich ein bisschen. Auch die Kompatibilität ist nicht ganz gewährleistet aufgrund der Abzugsgruppe hier innen drin. Denn wie gesagt, der Zylinder, ja, er ist ein bisschen kürzer. Wir bekommen also keine normalen VSR-Zylinder rein, aber zumindest Pisten, Spring Guide, Feder und sowas wäre VSR-kompatibel. Und dann haben wir aber, wie gesagt, das Problem von der Abzugsgruppe unten, das ist 45-Grad-System. Da haben wir halt ein Problem, dass wir nicht wirklich ohne viel Bastelei ein 90-Grad-System installieren können. Dementsprechend hier kleiner Neutralpunkt für Leute, die gern basteln oder sowas. Hier ein bisschen schade, eben 90-Grad-System schwer umsetzbar. Wenn überhaupt. Gerade Sicherung hinten funktioniert dann definitiv nicht mehr. Kleines bisschen schade, Kompatibilität, Abzugssystem. Okay, das waren 2 Neutralpunkte. Wie gesagt, finde ich, kann man kritisieren, muss man nicht. So, jetzt kommen wir zu den Punkten, die ich definitiv kritisiere. Und wie gerade schon angesprochen, wir haben hier leider kein 90-Grad-System drin, sondern ein 45-Grad-System. Und entsprechend reibt der Zylinder sehr stark, wenn man nach vorne schiebt. Wie gesagt, es drückt den Pisten über dieses 45-Grad-System immer nach oben. Zum Glück ist er jetzt bloß aus Kunststoff gefertigt. Wäre er aus Alu, wäre es noch deutlich schlimmer gewesen. Und dementsprechend halt, ja, reibt der Zylinder und man braucht auch für 1,6 Joule bereits ja, relativ viel Kraft. Also da meint man gerade, man zieht ja, 2,5 Joule oder so auf. Reibt also ein kleines bisschen vom System her. Gebe ich einen Kritikpunkt. Gut, und dann habe ich letztendlich nur noch einen Kritikpunkt und das ist jetzt nicht unbedingt auf die Waffe bezogen, sondern es ist das Zielfernrohr oben drauf. Ja, es ist brauchbar, man kann es verwenden, man kann damit schießen, definitiv, gar keine Probleme. Auch vom Absehen her ist es in Ordnung, aber zunächst mal finde ich es viel zu teuer mit 109 € im Vergleich zu anderen Zielfernrohren. Und auch finde ich, ist es einfach ja, nicht modern nachgebildet. Bedeutet, es wirkt einfach nicht zu modern nachgebildet. Also es wirkt nicht klassisch. Gerade die Eloxalschicht, wie gesagt, dann hier oben die Zahlen, alles richtig geil eingelasert, ganz fein. Sowas ging früher nicht. Wenn ihr mal das Original euch anschaut oder so oder ein Replika, das sieht halt einfach alt aus. Das sieht neu aus und das passt einfach nicht. 109 €, ein kleines bisschen schade. Wie gesagt, da hätte das Ding mit 60 € genauso getan. Und wie gesagt, für 109 € wäre es einfach geil gewesen, dass es einfach auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen abgeranzt aussieht, das Ding. Dann hätte es auch zur Waffe gepasst. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Preis-Leistung 289 €. Ja, nicht günstig finde ich jetzt, gerade in Bezug auf die Internals, Plaste Internals, aber an sich ist es für 289 trotzdem ein recht schönes Modell, muss ich sagen. Wie gesagt, die Haptik ist hervorragend, der Schaft ist klasse, auch die Nachbildung oben, Systemkasten, Systemgehäuse oder Verschlussgehäuse, ist soweit alles tipptopp. Da kann man für 289 €, glaube ich, ja, nicht feiern, aber auch nicht rummaulen. Dementsprechend Preis-Leistung würde ich als neutral beachten. Ja, aber wie gesagt, wer Bock auf den K98 hat, ein bisschen Spaß haben möchte, definitiv kann man nichts falsch machen mit dem Teil. Ich
Bin natürlich kein klassischer Fan, für mich wäre es eher nix. Gut Leute, das soll es für euch schon gewesen sein. Wollt ihr noch irgendwas dazugeben zu diesem Video? Ist euch noch irgendwas aufgefallen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Oder wenn ihr in den nächsten Wochen, Monaten euch auch das Teil gönnt, euch noch irgendwas auffällt oder ihr euer eigenes Fazit kundtun wollt, jederzeit, ihr wisst Bescheid, haut einfach alles unten in die Kommentare rein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liebend gern Like, Abo und eine Mitgliedschaft dalassen. Nicht vergessen, Glocke aktivieren, sonst gibt es keine Benachrichtigungen. Ich bedanke mich wieder recht herzlich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.